Hey, herzlich willkommen zu Joghurt und Reiswaffeln, deinem Podcast für die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Was esse ich heute und warum hasse ich mich bloß so sehr? Lass es dir schmecken. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Felix, ich bin Psychologe und Content Creator, angehender Fitnesstrainer und ja, neuerdings auch leidenschaftlicher Podcaster. Es ist Montagvormittag, zumindest gerade wo ich die Folge hier aufnehme. Die Sonne scheint, bisschen kühler als ich gedacht hätte. Und ich bin gerade von meinem Body Balance Kurs aus dem Fitnessstudio zurück. Das ist für mich einfach immer der perfekte Start in die Woche. Es ist so schön. Wir hatten heute wieder volles Haus, so viele TeilnehmerInnen und ja, das lässt mein Herz einfach jedes Mal wieder höher schlagen. Ich hatte auch ein sehr aufregendes Wochenende. Am Samstag hatte ich nämlich quasi meine Prüfung für meine Les Mills Body Pump Ausbildung. Da muss man dann quasi, wenn man dann wieder ein neues Format machen möchte, dann übt man eine Weile und dann muss man irgendwann sich dabei filmen, wo ein paar Leute anwesend sind. Dann schickt man das zu Les Mills nach Hamburg, dann guckt sich das jemand an und hoffentlich in den nächsten 2 Wochen sagt mir jemand, yay, Felix, hast du cool gemacht, zumindest gut genug, dass ich meine Lizenz bekomme. Und ja, ansonsten muss ich es halt nochmal einschicken. Wäre jetzt auch nicht das Ende der Welt, aber ich mag Prüfungssituationen nicht. 8 Jahre studiert, 3 Abschlüsse gemacht und ich bin einfach durch mit so, ja, Prüfungssituationen mag ich einfach nicht mehr. Genau, deswegen drück mir gern die Daumen. Es war aber sehr schön. Ich mag es, ja, vorher quasi mit Body Balance zu starten, was ja mehr so ein Yoga, Tai Chi, Pilates-Programm ist, was auch ein bisschen besser zu meiner Persönlichkeit passt, würde ich sagen, weil ich eher der ruhige Typ bin. Aber mich jetzt selber auch ein bisschen zu challengen und Body Pump zu machen, ein bisschen mehr Energie in das Ganze reinzubringen, auch Leute zu motivieren, das finde ich gerade total toll, das auch an mir zu entdecken. Ich muss aber auch gestehen, es ist für mich nochmal eine ganz andere Herausforderung, allein schon körperlich dann da vorne zu stehen und das vorzumachen. Und ich finde es allein schon anstrengend genug, diesen ganzen Kurs durchzuhalten von der körperlichen Anstrengung her und dann dabei noch reden und motivieren und nicht so aussehen, als wenn man da vorne gleich tot umkippt. Ähm, ja, das ist schon eine Herausforderung, es macht aber auch wieder sehr viel Spaß und ich mag das einfach immer wieder, mich in Situationen zu begeben, wo ich dann wieder ein klein bisschen vielleicht auch über mich selbst hinauswachsen kann. Genau, das habe ich am Samstag gemacht. Da bin ich dann auch sehr glücklich gewesen, dass zwei Freunde von mir dann auch gekommen sind, um mich zu unterstützen. Ein paar Leute leider nicht. Naja, wie es denn so ist. Am Morgen, bevor das dann ist, schreiben mir dann doch noch mal die einen oder anderen, oh, ich kann leider nicht. Aber genau, ein kleiner Walk durchs Fitnessstudio und dann akquiriert man auch ein paar Leute, kommen mit in den Kursraum und dann hat man genug Leute zusammen. Ja, das war auf jeden Fall wieder eine Erfahrung. Und danach fällt dann auch erstmal wieder ein bisschen was ab. Ich weiß, man müsste nicht so aufgeregt sein, aber ja, bin ich einfach doch jedes Mal noch, zumindest in diesen, ja, Prüfungssituationen. Ähm, genau, und danach bin ich dann auch mit einer Freundin, die mich dann netterweise da unterstützt hat, der lieben Scarlett, bin ich dann auch direkt hier nach Hause gedüst. Sie hat kurz geduscht. Ich habe einfach mal den Glanz auf meiner Stirn gelassen. Und ja, wir haben uns direkt an die nächste Podcast-Folge gemacht. Zum einen, weil ich hier möchte, dass es weitergeht und zum anderen ist es sehr, sehr schwer, Scarlett mal, ja, zu erwischen und mit ihr eine solche Podcast-Folge aufzunehmen. Und das werden wir in dieser Folge dann auch besprechen, denn Scarlett ist für mich das Inbegriff einer Powerfrau, einer Businesswoman. Sie macht, ich mag diesen Begriff nicht so gerne, aber in meinen Augen ist sie die aus meinem Freundeskreis, die gerade richtig Karriere macht. Also die jeden Tag arbeitet, die mit ihrem Kopf da und ihrem Herz voll in der Arbeit aufgeht und da drin steckt. Aber das kommt auch nicht ohne Preis. Genau darüber reden wir auch. Also am Ende muss man wahrscheinlich ein bisschen für sich entscheiden, möchte man dieses Leben oder nicht? Oder ist das vielleicht die Phase, in der man das gerade möchte? Und da wird Scarlett uns so ein bisschen mitnehmen, was sie genau macht. Ja, was so die Herausforderungen vielleicht auch sind, aber eben auch, was die Benefits sind, wenn du einen Job hast, den du komplett lebst und liebst und vielleicht auch die eine oder andere tolle, ja, Situation kreieren kannst, die nicht vielen zuteil wird. Darüber reden wir ein bisschen, aber es geht auch ganz viel darum, sich als Frau in, ja, doch in der Wirtschaft oder vielleicht auch besonders in einem männlich geprägten Bereich dann auch durchzusetzen. Das ist ja auch nicht,
ja, so einfach, sich dann da einen Namen zu machen und dann auch den Respekt quasi sich zu erarbeiten, gerade wenn man dann noch jung ist. Sie wird uns erzählen, dass sie dann mit 21 angefangen hat und dass das auch noch mal anders war als dann jetzt, wo sie noch nicht 30 ist. Das sollte ich erwähnen, beziehungsweise das wird sie auch noch mal erwähnen. Sie wird noch ein paar Mal 29. Genau, aber ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat, weil wie gesagt, Scarlett ist ein unfassbar toller Mensch, ein sehr, ja, führt ein wahnsinnig spannendes Leben. Von außen manchmal denkt man sich auch, oh Mädchen, was geht bei dir alles ab? Aber sie sagt eben auch, dass man häufig nur den Glamour sieht, weil das ist nun mal auch das, was wir hier mehr auf den Kanälen teilen und was mir für diesen Kanal hier auch wichtig ist, dass wir ja, die echten Geschichten erzählen. Und ich könnte nicht glücklicher sein, mit dieser Einleitung in die Episode mit Scarlett zu gehen. Ja, und damit würde ich sagen, hören wir uns an, was sie zu sagen hatte. Sage ich herzlich willkommen zu Joghurt und Reiswaffeln, Scarlett. Ja, servus. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir haben ja tatsächlich sogar schon in der ersten Episode angekündigt, dass du irgendwann mal hier bist. Stimmt, ja, genau. Nadine hatte das angekündigt, dass das sicherlich mal passieren wird. Richtig. Und ja, dementsprechend jetzt, wo dein Gesicht auch wieder nicht verprügelt aussieht, sind wir bereit für den Podcast. Ja, ich starte immer ganz gern mit der Frage, wie geht's dir gerade? Gut, ich muss sagen, morgen werde ich vermutlich ziemlich 'n Muskelkater haben. Wir haben ja gerade noch eine Runde im Superfit Body Pump gemacht und das muss ich sagen, jetzt auch nach einer sechswöchigen Sportpause hat schon ganz schön geschlaucht. Also, gerade beim Haareföhnen hier noch kurz hat mein Arm immer noch gezittert. Also, das so zum direkten Ist-Status jetzt, aber nein, insgesamt geht's mir eigentlich gerade so ganz gut. Das war jetzt auch mal ganz gut. Die letzten Wochen waren ein bisschen entschleunigt. Ich reise ja normalerweise viel, dann 'n bisschen mehr hier zu sein. Deswegen, ja, ne, insgesamt geht's mir gerade sehr gut. Schön, sehr, sehr schön. Diese Entschleunigung, die kam dann auch so ein bisschen jetzt quasi, wenn ich das so erzähle, du hattest ja irgendwie manchmal Probleme irgendwie beim Atmen oder relativ schnelle, Nasennebenhöhleninfektion. Ich glaube, das war so die Richtung, ne? Genau, genau. Also, es im Endeffekt eine schiefe Nasenscheidewand, so. Das war das, was dann mehrere Sachen ausgelöst hat, unter anderem eben viele Infektionen, aber auch tatsächlich kein erholsamer Nachtschlaf. Ich habe ein Schlaflabor machen lassen und das hat eben gezeigt, ich gehe nicht genug in die Tiefschlafphasen. Und das habe ich jetzt korrigieren lassen und sah dann wirklich für 3, 4 Wochen so aus, als würde mein Freund häusliche Gewalt anwenden. Tut er nicht. Wichtig. Ein kurzer Genau. Disclaimer. Disclaimer. Genau, und deswegen durfte ich jetzt aber auch 7 Wochen nicht fliegen und eben 6 Wochen keinen Sport machen und das hat doch zu einer starken Entschleunigung geführt, ja. Mhm. Also, war auch mal irgendwie ganz schön so. War das vielleicht auch mal so eine gezwungene Pause, die du gebraucht hast? Also, sage ich mal, du bist ja schon sonst auch machen, machen, machen und vielleicht mal ganz gut, dass du nicht machen konntest, weil du sonst wieder unterwegs gewesen Direkt wärst? drin gewesen. Ja, ne, auf jeden Fall. Also, woran ich's gemerkt habe, war am Tag der OP. Ich sollte um 12 Uhr da sein. Ich musste auch nüchtern hinkommen. Das war dann auch nicht so ganz einfach. Und dann bin ich um 6 Uhr aufgestanden, um noch mal ins Gym zu kommen, um noch 2 Anrufe zu machen, um noch 'ne Sache vorzubereiten. So, und dann dachte ich auch so: „Warum nimmst du den nicht“, also, den Tag war ich natürlich auch krankgeschrieben theoretisch schon, ne? Aber dann war ich so an dem Tag noch mal so vorher so perform. Und dann war ich da und dann wurde die OP, weil 'n Notfall reinkam, 2,5 Stunden nach hinten geschoben. Ja, und dann saß ich schon in meinem OP-Kleidchen aufm Bett und habe wieder auf meinem Laptop getippt. Und dann dachte ich so: „Mensch, vielleicht ist das jetzt gar nicht so schlecht.“ Und habe mich dann tatsächlich auch so 'n bisschen drauf gefreut, weil ich einfach weiß, ich gebe mir die Pause nicht, wenn sie nicht erzwungen wird. Deswegen hast du wahrscheinlich recht, ja. Mhm. Ja, weil das Thema hatten wir ja beim letzten Mal auch mit Carolina, dass, ihre große OP am Ende auch dazu geführt hat, das war natürlich ein ganz anderer Umfang, aber, sie dann auch als Mutter mit Haushalt, Familie, Kindern, Arbeit auch immer alles schaffen wollte und dann eben gesagt: „Ja, aber ich konnte nicht.“ Und dann musste ich das halt akzeptieren und sonst hätte sie sich diese Pause nicht genommen. Und so ein bisschen klingt es ja bei dir auch so, dass man irgendwie dann doch immer diesen Druck hat: „Ich muss produktiv sein, ich muss schaffen, ich will noch alles erledigen“, bis man halt mal gezwungen ist zu sagen: „Okay, geht gerade nicht.“ Bis es dann wegklappt. Ja, also, das fand ich auch ganz stark von ihr, als sie erzählt hat, was da alles auf sie zukommt. Und bei ihr kommen jetzt ja nur noch 2 Kinder hinzu. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe 'n Hund, das ist genug Verantwortung und 'n paar Zimmerpflanzen, denen geht's auch so semi-gut, aber sie leben noch. Also, deswegen fand ich schon stark, wie sie das erzählt hat und kann mir vorstellen, dass es aber da zu so 'ner ähnlichen Stelle kam, diese Performance bis zum letzten Augenblick durchzuziehen und dann
klappt entweder der Körper zusammen wegen eines Burnouts oder eben man hat mal eine erzwungene Pause und die ist dann auch gut und die sollte man dann auch zu schätzen wissen. Du sprichst Performance an. Warum ich dich auch unbedingt hier haben wollte, ich kenne in meinem Umfeld keine Person, mit der ich besser das Thema Work-Life-Balance besprechen wollen würde, könnte, sollte. Weil du sagst eben, du performst sehr viel. Ich kenne auch kaum eine Person, egal ob männlich, weiblich, divers, die so viel arbeitet. Aber auch so toll, ich sag mal, es ist ein alter, ekliger Begriff, haben Nadine und ich auch gesagt, dass wir den Begriff nicht mögen, aber Karriere machst oder erfolgreich bist, wächst auf jeden Fall persönlich, beruflich, dir einen Namen machst in einer gewissen Branche. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du machst, für die, die es nicht wissen. Ich glaube tatsächlich bis heute die meisten meiner Freunde wissen es nicht. Ich habe das immer wieder, dass ich so bei langjährigen Freunden bin und die sagen so: „Was machst du noch mal?“ Also, deswegen alles gut. Ja, ganz kurz zusammengefasst, ich arbeite für das Deutsche Osmium-Institut und, Osmium ist ein Edelmetall. Es gibt 8 Edelmetalle, Gold und Silber kennt jeder. Dann gibt's noch Palladium und Platin, Rhodium, Iridium, Ruthenium und eben Osmium. Wie Und oft hast du das schon gesagt? so oft, deswegen man merkt schon, es kommt schon gar nicht mehr flüssig raus. Ja, nein, das ist ich kann's runter du kannst mich nachts aufwecken und ich so: „Es gibt 8 Edelmetalle.“ Ja, nein, und, Osmium kennt eben kaum jemand und man kann es jetzt erst seit 10 Jahren kristallisieren und die kristalline Form ist super selten. Also, es gibt nur circa 500 Kilogramm weltweit davon wahrscheinlich, und wird als eine Sachwertanlage und als ein Schmuck und Luxusprodukt verwendet. Und, das Deutsche Osmium-Institut zertifiziert jedes von diesen Osmiumstücken, weil die immer einzigartig sind in der Oberfläche, also viel 10.000-mal präziser als der menschliche Fingerabdruck. Jedes Stück, was in den Markt reinkommt. Und, von dort wird es dann eben in diese beiden Märkte der Anlage und, des Schmuck und Luxuses verkauft. Und ich bin da total, ja, aus Versehen reingerutscht, wenn man wirklich so will. Denn wir haben ja zusammen studiert, daher kennen wir uns ja auch von der DEKRA-Hochschule und, Rest in ja, peace. ich wollte grad sagen, so: „Ist das jetzt Werbung?“ Dachte ich so: „Ne, die gibt's hier gar nicht mehr.“ Ja, genau, also genau die DEKRA-Hochschule für Film und Fernsehen hier in Berlin. Und, da haben wir uns ja auf Post-Production spezialisiert und während meines studieninternen Praktikums dann in, Bayern bei Galileo bin ich, über dieses Thema Osmium gestolpert quasi. Und, die richtig ursprüngliche Szene kann ich nachher noch mal, erklären. War es eigentlich wirklich hilarious, wie es dazu kam. Aber im Endeffekt bin ich dann eben sehr früh in dieses Business reingestolpert und da waren es gerade mal 3 Leute, die sich das so ein bisschen ausgedacht hatten. Und das waren alles, mittelalte weiße Männer, falls ihr das irgendwann mal guckt, I'm sorry, aber ja. Und ich war halt so die einzige etwas Jüngere, die auch wirklich den Schmuckteil mehr gesehen hat dahinter, und die vor allem Englisch sprach, die international aufgewachsen ist durch meine Eltern. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen diesen International-Bereich, übernommen, der dann stark gewachsen ist in den letzten Jahren. Unter anderem war Nadine dann eben auch bei uns, die ja schon in deiner ersten Folge war. Genau. Und, das ist das quasi, was ich im Institut mache. Das heißt, ich betreue unsere Landespartner und die Expansion in die verschiedenen internationalen Märkte von diesem Edelmetall und habe dann in 2020 noch meine eigene GmbH gegründet, die Oslery GmbH. Und die hat sich, also Osmium Jewelry, daher der Name, auf Osmium-Schmuck spezialisiert quasi. Erst in der Herstellung und mittlerweile eher so 'nen Consulting-Bereich. Die Leute, die damit arbeiten wollen, dass die gecounselt werden, so: „Wie funktioniert das Ganze? Was kann man machen?“ Genau, das ist es mal so in so 'nem Rundumball. Roundup. Okay, ein Genau. bisschen Osmium Jewelry trägst du auch, ne? Genau, ja. Also Hashtag, wenn ihr kaufen wollt, 10% auf. Felix 10. Reiswaffel 10, genau. Ja, nein, genau, ein bisschen trage ich auch was, ja. mhm. Wahrscheinlich bis dahin sieht man es jetzt nicht, aber im Endeffekt, es sieht eigentlich aus, obwohl es ein Metall ist, wie ein Brillant, oder wie ein Stein, so wird es auch verwendet in der Regel. Und, ich persönlich mag die Kombination mit Gold und Brillanten sehr gerne. Also, da sind auch richtige Diamanten drin und eben Osmium. Muss man ein bisschen aufpassen, dass ich sowas nicht am Ringfinger trage, sonst kriege ich gleich wieder 10.000 Anfragen, so: „Oh mein Gott, was ist passiert?“ Genau, also ich trage es natürlich auch sehr gerne. Ich bin eigentlich gar nicht so wirklich eine Bling-Person, aber, das kam mit meinem Job und mittlerweile mache ich es auch wirklich gern. Es ist ja auch irgendwie was Schönes, wenn man sich mit seiner Arbeit ein bisschen auch identifiziert und dann am Ende auch sagen kann: „Hey, das, was ich da mache,
das gefällt mir selber auch. Also den Schmuck, den wir vielleicht verkaufen zum Beispiel, den finde ich selber auch schön und deswegen trage ich ihn auch gerne, ne? Voll. Also, ich glaube, das wäre auch was, wir haben meine Güte, wir haben ja auch mal zusammen bei, einer Laufschuhfirma gearbeitet, Ja, wir oh sagen es Gott. mal so. Runners Point. Okay, ich wollte den Namen nicht sagen, aber gut, weil ich wollte jetzt nicht so wirklich viel Gutes da dran lassen. Gibt's auch nicht mehr. Okay, ach, Rest in peace. ist das unser Fluch? Hoppala, vielleicht sollten wir so viele Sachen nicht anfassen. Okay, wusste ich nicht. Also, auf jeden Fall haben wir ja auch mal für gearbeitet. Und da muss ich halt sagen, so rückblickend betrachtet stand ich nicht dahinter. Also, die Schuhe waren schon gut, aber dieser Verkaufsdrill, der dahinter war, so morgens: „Was für ein Ziel hast du?“ Abends: „Warum hast du es nicht erreicht?“ Oder: „Warum hast du es überschritten und dein Ziel nicht gleich von Anfang an höher gesetzt?“ So, Mhm. und dieser Drill oder verkauft den Leuten auch noch eine Sohle hinterher, auch wenn der Schuh schon gut ist und so. Und das war, also, da habe ich einfach gemerkt, da hat sich so eine richtige, ja, Anti-Haltung in mir aufgebaut. Ich war montags schon schlecht gelaunt, wenn ich wusste, dass ich Donnerstag arbeiten musste, so Mhm. ungefähr. Und ich war ja auch echt nicht so lange da. Ja, ich glaube 2 Ähm, Monate. genau so. Und dann habe ich einfach wieder gesagt, das passt nicht. Und jetzt der Job, den ich mache, ist zwar nicht, also, ich forciere nicht Sales. Ich bin jetzt nicht direkt im Sales-Bereich Mhm. da, aber, ich verkaufe natürlich auch das Material, weil, wenn Leute mich fragen, was ich mache und ich es denen erzähle, dann passiert es schon häufig, dass die Leute sagen: „Oh, jetzt will ich auch mal was haben.“ Und dann kann ich das mit einem extrem guten Gewissen tun, weil ich halt hinter dem Markt stehe. Mhm. Und das ist schon extrem wichtig. Deswegen, genau, also ich trage den Schmuck gerne und, es ist natürlich auch so ein gewisses Statement, was ich damit absetze, Mhm. logischerweise. Ja, da muss ich auch gerade ein bisschen schmunzeln, weil, ich kriege Hau, weil ich trage meinen Ring heute nicht. Mhm. Aber tatsächlich, als ich dann, den Vibe verspürt habe, dass du mich nach Ringgrößen fragst, und dann mir gedacht habe, in welche Richtung könnte das Ganze gehen und dann den Gedanken so weit gesponnen habe, habe ich ganz kurz sogar nachgedacht. Ich so: „Oh, ob Johannes dir 'n Osmio-Ring kauft bei Scarlett mit ordentlich Prozenten.“ Der Ring ist wunderschön, den ich bekommen habe. Also deswegen, ich war nicht enttäuscht, aber, ja, den Gedanken hatte ich ganz kurz. Dachte so: „Oh, so 'n Osmio-Ring, Ja, also falls mal noch ein Steinchen rein soll. Ich habe der Tantal hattest du, glaube ich, jetzt, ne? Oder Ähm, was war's denn jetzt äh, letztendlich? ähm, Platin. Platin, okay, Platin. Aber ist geschwärzt, ne? Ihr habt 'n schwarzen oder hatte, nein, das war noch in der Auswahl mit drinnen, genau, weil jetzt ist es das gar nicht, genau. Genau, Hochglanz-Silber und bei Genau. Johannes ist es Roségold geworden. Roségold, mhm. Ja, ne, also, weil es ging ja hin und her und ich habe ihm natürlich auch gesagt: „Ey, wenn was Osmomäßiges rein soll, sagst du Bescheid, ne? Kriegst du Mhm. klar so.“ Aber im Endeffekt ging's, glaube ich, so 'n bisschen mehr darum, weil, er gucken wollte, ob irgendjemand halbwegs sneaky danach fragen kann. Und Ja, dann hat es mir noch dieses ganze Gerüst zusammengebaut, das, Colin. genau, es ist so, also kurz vielleicht als Erklärung. Johannes hat mich gefragt, ob ich irgendwie Felix' Ringgröße wüsste und ich habe gesagt: „Nein, weiß ich nicht, aber vielleicht kann ich sie unauffällig erfragen“ und kam dann mit dem totalen Masterplan auf, und habe dann Felix gesagt, dass Colin, mein Freund, mich gefragt hätte, wen Colin denn fragen solle, wenn er mir 'nen Antrag machen wollen würde, wer meine Ringgröße wissen würde. Und dann hätte ich Felix gesagt und deswegen würde ich jetzt Felix vorschlagen, dass er mir auch seine Ringgröße sagt, damit das notfalls jemand weiß, wenn Johannes mal den Antrag machen wollen würde. So, es war jetzt sehr viel Konjunktiv in diesem Satz. Ich, fand mich mega sneaky. Wir haben dann auch noch so 'n bisschen hin und her geschrieben über das Szenarium, wo, wie, Japan, Mhm. bla et cetera. Und, genau, ich glaube, man hat's schon leider doch 'n bisschen geahnt, weil ab so 'nem gewissen Zeitraum in der Beziehung, wenn das Wort Ringgröße fällt, dann, ne, hat man schon seine Ideen so, aber ja. Und wenn noch 'n Stück aus mir rein soll, sagst du mir Bescheid. Dann Bauen wir noch ein. melde ich mich auf jeden Fall. Ich habe schon überlegt, ob das 'ne gute Geldanlage wäre, ohne zu viel Werbung machen zu wollen, aber der Gedanke ist nicht, Nicht ganz weg. genau. Aber ja, es ist wirklich das ist 'ne ganz süße Geschichte, weil am Anfang war ich gar nicht, also, als du die erste Nachricht geschrieben hast, war ich voll bei deiner Story und dann war ja ich so 'n bisschen, na ja, trantütig, weil ich ja auch gedacht habe: „Oh du, ich trage keine Ringe, ich kenne meine Ringgröße nicht.“ Hätte Mhm. ich die da schon gekannt, hätte ich sie dir locker gesagt. Und dann wär's auch So, unauffälliger durchgegangen, so, genau, ne? aber Ja. nachdem mir natürlich irgendwann der Urlaub näher kam und du dann so: „Ja, na ja, ich meine, wie du weißt, also, ja, du kannst ja mal beim Juwelier mal, also, fragen“ und so. Und erst dann habe ich so gedacht: „Warte, okay, dann gehe ich mal meine Ringgröße rausfinden.“ Ja. Aber wirklich beim ersten Mal dachte ich noch so:
Also hätte ich sie da schon gewusst, ich hätte nicht viel locker gesagt. Und dann wäre es wahrscheinlich eine völlige Überraschung gewesen. Genau, Also, so, ja, aber aber lustigerweise habe ich es dann auch wieder ein bisschen vergessen. Also ich bin nicht durch Japan gelaufen, habe so gedacht, wann kommt der Antrag oder so, sondern ist auch wieder witzig, eine Erwartungshaltung. Ich habe ja wirklich felsenfest bin ich davon ausgegangen, als ich mit Wiebke, die wir schon kennengelernt haben, und Johannes in Oslo war. Ich dachte, safe, da kommt der Antrag. Ich dachte so, komm, also wird Johannes und Wiebke, die sind ja auch dicke und die werden sich absprechen und dann, weiß ich nicht, filmt Wiebke das noch heimlich oder keine Ahnung. So, dann war es ja noch mein 30. Geburtstag und so. Und ich dachte so, komm, safe. Und dann war so der Urlaub zu Ende und ich dachte wirklich, krieg Antrag. Menno. Und dann weiß ich auch noch, dass ich mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe, die mich dann auch gefragt haben, würdest du auch den Antrag machen? Ich gesagt, ja schon. Also, weil mir ist es grundsätzlich, bin ich da wirklich ganz ehrlich, ich finde auch, eine Frau kann dem Mann genauso gut einen Antrag machen. Ich weiß, es ist irgendwie historisch anders gewachsen oder kulturell. Und ich hätte Johannes auch einen Antrag gemacht. Ich glaube aber, weil ich mich so gefreut hätte, dass er das macht, hätte ich es noch ein bisschen länger ausgesessen. Klar. Aber wenn es jetzt noch so 1, 2 Jahre gewesen wären, hätte ich vielleicht auch irgendwann gesagt, ah mein Gott, dann mache ich das halt. So, aber Also ich fand es schon, also als er dann so auf mich zukam, war ich so. Und das Schwierigste war ja nicht mit dir darüber zu reden. Und dann war ich auch so, nee, aber das, also wie er das alles so auch geplant hat und sich Gedanken gemacht hat, das war schon, du hättest sicherlich auch was Tolles gemacht, aber so war es schon gut und schön. also ich muss auch sagen, ich hab's, also kam es dann spontan und ich muss auch sagen, skeptisch bin ich, also ich habe da auch noch an keinen Antrag oder sowas gedacht, aber ich bin wirklich nur skeptisch geworden. Wir waren in Yokohama ja in diesem kleinen Mini-Freizeitpark, also so ein Rummel. Und da gab es natürlich eine kleine Achterbahn, kleine Wasserbahn und halt ein Riesenrad. Und dann wollte ich da ja hin, weil ich liebe das ja, einfach allein dieses Feeling, selbst wenn wir gar nichts gefahren wären, weil Johannes fährt ja nicht so hohe Sachen. Und dann kam er und hat gesagt, wollen wir ins Riesenrad? Und ich dachte so, wer bist du und was hast du mit Johannes gemacht? Also so never ever hätte ich gedacht, du kommst doch nicht auf mich zu. Also ich so, und ich dachte noch nicht an den Antrag, ich dachte nur so an pure Liebe. Ich dachte so, oh ja, voll gerne. Oh. Voll schön, dass du mit mir auf dieses Riesenrad möchtest. Ja, und dann kommt natürlich dieser Moment, wenn du da oben bist und du siehst die Lichter von Yokohama und das Wasser und dann kommt so dieses, schau mich mal an. Und in dem Moment wusste ich, okay, Baby, jetzt kommt's. Ja, so, weil sonst kommt das nicht. Ja. Und dann, die Hand war auch schon so in der Jackentasche und schau mich mal an. Und dann, in dem Moment sind alle meine Synapsen losgeschossen und sagen, okay, ready. Here we are. Geht los. Okay. Und dann war auch pure Freude von Anfang an. Ja, immer. voll. Also dann, vor allem sitzt man da ja und dann hört man sich ja noch diesen, ich sag mal, diesen wunderschönen, süßen Vortrag an, so im Sinne von, wie das gewachsen ist und was man dem anderen bedeutet. Und man ist so, zeig mir den Ring! Zeig mir den Ring, ich will Ja sagen. So. Genau, also da war wenig, genau, mit Überlegen und ich fand es dann eben auch sehr schön, dass er dich da eingeweiht hat und da ihr so ein bisschen überlegt habt und so. Und er hatte mir dann im Nachgang auch nochmal gezeigt, dass als ich ja meinen Post gemacht habe, waren ja vorher in Singapur. Und dann sind wir von Singapur nach Japan geflogen und habe ich ja einen Post gemacht, Welcome to Japan. Und darauf, das hast du ihm ja dann geschickt, meine Story im Sinne von, okay, wann passierte das? Ja. The Countdown is on, ja. Nee, war auf jeden Fall, war total. Ich habe sehr mitgefiebert. Und ich habe auch komplett die Klappe gehalten. Ich habe nur Colin Bescheid gesagt, der hat auch mitgefiebert. So, und wir saßen dann so, wie so, wann kommt die Nachricht? So, ja. Ja. Er meinte auch, dass er so nervös war, weil du dann die ganze Zeit mit diesem Ring rumläufst und die Wahrscheinlichkeit, dass man das ja mal irgendwie erhascht oder so, oder du am Flughafen einfach mal deine Sachen auspacken sollst und dann stehst du daneben und deswegen, ich war auch sehr froh, dass ich es nicht irgendwie, weil ich bin schon auch mal so, ich sag mal so salopp, also wenn ich jetzt sage, oh, ich packe unseren Rucksack oder so, dann Oder nehme ich hast du den. mal Taschentücher so. Ja, genau, und dann wühle ich da drin rum und wenn du dann natürlich eine kleine schwarze Schachtel findest, dann bist du natürlich auch so. Also, aber Gott sei Dank, Nichts passiert. nee, das hat er gut Gut gemacht. geplant. Props an you, Johannes. Wahrscheinlich siehst du es. Ja, aber gut, war eigentlich gar nicht Plan für diese Episode, aber wann ist es denn bei dir soweit? Oh je. Ja. Naja, also Colin und ich sind schon an so einem Punkt, dass wir sagen, wir wollen schon an sich heiraten. Aber bei ihm ist ja so ein bisschen mit der Visumsthematik immer nicht so ganz einfach. Und wir haben halt auch beide ganz klar für uns formuliert, wir wollen, dass sein Aufenthaltsstatus nicht an unserer Liebe hängt. So, das wäre einfach, das wäre zu viel Druck, den wir auch von außen, also das ist dann eher wieder sowas, wie nehmen andere das wahr, so, ach, ihr habt doch nur fürs Visum geheiratet. So, Ja. also das alles nicht. Und deswegen, jetzt ist er da ja gerade in der zweiten Runde.
Also hatte jetzt schon mal 2 Jahre diesen Aufenthaltsgenehmigung und jetzt geht es gerade darum, wie viele Jahre bekommt er noch mal. Es sind immer zwischen 1 bis 3 und wenn du 5 Jahre da warst, also wenn er jetzt 3 bekommt, dann kannst du diese dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung auch so erhalten quasi Ach so. so. Und das wartet man jetzt mal auf jeden Fall noch ab. Und ich habe ihm aber auch gesagt, oder wir reden da sehr offen drüber, dass wir, wenn jetzt ein Antrag da wäre, auch bereit wären, einfach eine Zeit lang verlobt zu sein. Also, ne, man muss ja nicht Verlobung und sofort heiraten Nee, so gar nicht. und genau, aber konkrete Pläne gibt's noch nicht. Und wenn, wirst du's ja wissen, weil Colin fragt dich ja nach meiner Ringgröße. Muss ich noch mal in meinem Chatverlauf suchen. Die steht da irgendwo. Nein, aber finde ich auch richtig schön. Also, ähm, da bin ich auch total dabei. Man muss man muss überhaupt nicht heiraten, wenn man verliebt ist und man kann sich alle Zeit der Welt lassen und es muss sich richtig anfühlen und, ich meine, wir haben ja dieses Jahr schon 2 Hochzeiten, ist auch schon mehr als genug, ne? Also, wir sind einmal bei Freunden und dann 'n bisschen später noch mal, bei mir, bei Mhm. uns. Und ja, hast ja auch die besondere Ehre, auf beiden Hochzeiten zu sprechen. Das bedeutet, ja, auch noch mal 'n bisschen Arbeit für dich, aber das machst du ja auch gerne. Total. Also, das habe ich jetzt ja zweimal schon gemacht und jetzt dieses Jahr noch mal zweimal. Ich habe gemerkt, dass das so ein richtiges also, ich liebe das voll. Also, ich habe fast schon überlegt, so: wenn es mit Ostsee nichts wird, machst du so 'n Side-Hustle als Traurednerin auch. Ja, mal gucken. Aber ne, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, das merkt Wiebke gerade, glaube ich, auch, dass ihr die Planung so viel Spaß macht, ob sie vielleicht die Branche wechseln sollte als Wedding-Plannerin oder so. Also, wenn ihr da noch jemanden braucht, einfach Wiebke ist am Start. Ja, ja, ja. ja, ja, das habe ich schon sie hat das auch in so 'ne Gruppe auf WhatsApp hinzugefügt, wo wir noch so Planungen machen und ich auch so: „Wiebke, willst du nicht einfach meine Hochzeiten mit organisieren?“ Ja. Ja, ne, voll. Ich glaube, da wäre sie am Start. Okay, ja, haben wir den schönen Teil es ist 'ne schöne Einleitung, finde ich, dass man da noch mal so 'n bisschen aber wir waren beim Thema Schmuck, Ja. und deine Arbeit und dann sind wir grade, in die romantischen Gefilde abgedriftet. Was aber auch schön ist, das gehört ja zum Leben auch auf jeden Fall dazu. Meine Frage an dich wäre so 'n bisschen, du hast grad gesagt, es war 'ne ganz witzige Story, wie du da gelandet bist. Vielleicht magst du das noch kurz erzählen, weil ich finde die Geschichte nämlich auch sehr witzig. Klar, gerne. Und dann gehen wir noch 'n bisschen tiefer, was deine Arbeit eigentlich für dich bedeutet, noch rein. Gerne. Ja, also im Endeffekt, wie gesagt, ich habe dieses Praktikum bei Galileo gemacht und die offizielle Version, die wir dann auch so in der Regel erzählen, also wenn ich in anderen Podcasts zu Besuch bin oder bei der Presse oder so, ist dann halt, ich bin über dieses Thema Oswim gestolpert bei Galileo, fand's spannend, habe das gemacht. Im Endeffekt habe ich Ingo Wolf, den wissenschaftlichen Direktor des Instituts, im Supermarkt kennengelernt. Und zwar bei Kaisers an der Kasse. Genau. Und die Story dahinter ist quasi, dass das war so 'n neuer Kassierer, der musste so jede Frucht noch nachgucken auf seinem Ding, ne? Hat immer so lang gedauert und es dauerte halt sehr, sehr lang. Und ich hatte halt, als ich damals in München war, so meine ultragesunde Halbmarathonphase, so Chiasamen, Gemüse, bla, hier, da, vor, zurück, Elektrolyte, keine Ahnung. Und hatte das dann alles so auf meinem Kassenband. Und dann kommt hinter mir halt so 'n Typ, die Arme voller Junkfood und knallt das so auf dieses Warenband dahinter. Und dann rutschte auch so 'n bisschen was auf meine Seite rüber und ich habe das dann so wieder über diesen Warentrenner so zurückgeschubst quasi, so: „Ne, das kommt mir hier nicht hin.“ Und dann kamen wir halt ins Gespräch, weil's so lange dauerte und er meinte halt so: „Ja, aber ich habe morgen 'ne lange Fahrt. Ich muss nach Berlin.“ Ich so: „Ist keine Ausrede. Ich habe übermorgen“, weil dann bin ich nämlich zurückgefahren, „auch 'ne lange Fahrt.“ So, also aber eher witzig, ne? Und dann: „Ach, was machst du denn oder wo gehst du hin? Ach, was machst du hier?“ Und so kamen wir dann darauf, dass ich bei Galileo in der Redaktion arbeitete. Und Ingo hatte damals noch 2 andere Firmen, die hat er inzwischen verkauft, um sich rein auf Oswim zu konzentrieren. Und damit wollte er ganz gerne 'nen Beitrag haben bei Galileo. Und dann haben wir halt Nummern ausgetauscht dort und dann habe ich das relativ weit durchgeboxt, obwohl ich gar nicht mehr bei Galileo war. Also, das war am Ende meines Praktikums. Und das hatte ihm damals sehr imponiert und er hat halt gesagt: „Ey, wenn du danach noch mal 'n Praktikum machen willst, meldest du dich.“ Und dann waren wir fertig mit dem Studium und ich hatte noch so 2 Monate, bevor ich nach Südostasien ja bin mit Freunden von mir. Und dann dachte ich so: „Okay, was machst du jetzt?“ Und nichts tun war noch nie so meine Stärke. Und da gab's doch mal diesen Typen im Supermarkt so. Und dann habe ich Ingo angerufen, der so: „Ja klar, komm vorbei.“ Ich habe 'n Monat Praktikum gemacht und mich dann eigentlich erst mal dagegen entschieden, weil ich damals noch in allen 3 Firmen gearbeitet habe und irgendwie so überall so 'n bisschen, aber ich hatte keine so klar umrissenen Aufgabenstrukturen. Und Osmim hat mich definitiv am meisten so oder so davon interessiert, aber ich musste halt auch recht viel meiner Zeit den anderen beiden und das ging irgendwie so 'n bisschen durcheinander und dann habe ich eigentlich gesagt: „Nein.“ Dann war ich in Südostasien, dann bin ich zurückgekommen, habe dann noch mal so für
7, 8 Monate diese Schauspielsache probiert, was auch gut war, dass ich das noch mal aus meinem System rausbekommen habe so, mit dieser Schauspiel und Modelsache wirklich abschließen konnte aus wirklich guten Gründen. Das war auch nicht gut. Das war auch die Phase, wo du mir auch mal gesagt hast: „Ey, du wirst zu dünn und das ist nicht mehr gut, wie das so auf dein Gemüt drückt“ und so weiter. Genau, und dann näherte sich quasi das Ende des Jahres, das Oktoberfest, für das ich sowieso noch mal nach München wollte. Und dann war ich so: „Okay, pass auf, du sprichst jetzt noch mal mit Ingo.“ Und dann hat er mir eben gesagt, okay, er hat die anderen Sachen zugemacht, die anderen Firmen, beziehungsweise verkauft. Und er sucht halt jemand für den International-Bereich dort und hat mir eben gesagt: „Du, da kriegst die Leitung des International-Teams, ähm, und 'nen Heli-Schein“, weil er weiß, wie gern ich fliegen will. Also den Heli-Schein von der Firma, wenn die Firma so groß ist, dass sie sich das leisten kann quasi. Und ich habe das ganze erste Jahr halt Vollzeit für 'n Praktikumsgehalt gearbeitet, aber dafür wurden mir Firmenanteile versprochen. So, und das ist jetzt der Stand, an dem ich jetzt bin quasi. Also, ich bin Teilhaberin der Firma und inzwischen kriege ich 'n normales Gehalt. Yay. Genau, aber das war quasi so der Werdegang. Also, dieses wirklich völlig random aus 'ner Begegnung im Supermarkt, wenn ich 'ne Minute später da gewesen okay, 'ne Minute, die war so lahm an der Kasse, wahrscheinlich wäre es immer noch die gleiche aus 10 Minuten später da gewesen wäre. Oder auch einfach nur an dem Tag, man ist ja auch an manchen Tagen nicht so Gesprächen. genau, so dann denkt man sich so: „Oh, was will der denn jetzt?“ Oder man Oder hat so. Kopfhörer drin und Genau, Scheuklappen. genau. Also, da hätten so viele Sachen irgendwie anders kommen können und ne, aber es ist in dem Augenblick also, ich bin auch so 'n Mensch, ich bin jetzt nicht sonderlich spirituell, aber ich glaube schon so, manche Sachen sollen irgendwie sein so und gewisse Leute und Mindsets ziehen sich auch an. Und genau, deswegen bin ich da durch 'n sehr großen Zufall gelandet und dann seit 8 Jahren dabei geblieben. Ist auch schon 'ne ganz schön lange Zeit. Belastend, ja. Eine Sache möchte ich da gern noch zwischenschieben, weil ich das total spannend finde, den Aspekt, dann greifen wir auch noch mal auf Nadine zurück. Du hattest ja auch diesen Traum, Schauspielerin zu werden, genau wie Nadine ja auch. Und Nadine sagt ja auch heute: „Gott sei Dank bin ich's nicht geworden.“ Bei ihr war es 'n sehr langer Prozess ja mit Ausbildung und allem. Ähm, und du hattest ja aber auch diesen Traum und dich hat das ja auch immer fasziniert, auch als wir noch Film studiert haben. Wenn's die Spezialisierung Schauspiel gegeben hätte, hättest du wahrscheinlich sogar die genommen. Safe, ja. Und was hat dich am Ende dazu bewogen, dass du das nicht mehr machen wolltest? Also, ich glaube, es kamen schon mehrere Sachen zusammen auf jeden Fall. Ich habe ja auch nie 'ne richtige Ausbildung gemacht. Das heißt, ich hatte jetzt nur ganz wenig so Feature Roles, also so wirklich, wo du 'nen Charakter spielen kannst, was mir eigentlich so gut gefällt. Ich hatte halt ganz viel Werbung für, ach, keine Ahnung, Kaufland, IHK und hier ist das und kauf dir hier und bla. Und das ist sehr gut bezahlt, Werbung. Also vom Geld her hat's auch finanziell gut gepasst eigentlich. Aber ich sage mal so, dieses, was mich beim Schauspiel so eigentlich angemacht hat, dieses in 'ne andere Rolle schlüpfen, so, das hatte ich halt gar nicht. So, das war das eine. Und das andere war dann halt, als meine Agentur dann damals meinte, so, rein Schauspiel reicht halt nicht. Du musst dich halt auch, also, wir sehen dich auch in dem Modelbereich, den musst du dir auch mal anschauen. Und ist ja erst mal 'n Kompliment. Und da habe ich 'n paar Fotoshootings gemacht und es hat mir auch Spaß gemacht. Und dann hieß es halt so: „Jetzt müssen wir mal Richtung Laufsteg auch nachdenken.“ Und dann hatte ich mein erstes, also, vielleicht war das doch so der Auslöserpunkt oder wo es nach unten, nach abwärts ging, aber hatte ich dieses erste Casting und dann kam ich da so rein und das waren dann die meisten Mädels da waren sogar noch jünger als ich oder mein Alter und alle halt richtig dürr schon, ne? Anorektisch schon fast. Genau, und dann bin ich halt reingekommen und dann saßen da so 5 Leute an so 'nem Klapptisch und dann unterhalten sich irgendwie 2, einer guckt gar nicht hin und 2 gucken halt hoch und der eine, also es war 'n Mann, guckt mich halt an und sagt so: „Ne, sorry, du bist uns zu dick.“ So, und damals habe ich noch 2 oder 3 Kilo weniger gewogen sogar als jetzt. Also, ich bin auch immer noch sehr schlank eigentlich. Und da habe ich mich von dem Gewicht noch mal 6 Kilo also, ich habe 10 Kilo weniger gewogen als jetzt so. Und das war wirklich, also, ich bin haarscharf an dieser Magersucht-Sache vorbeigeschraubt. Und wenn man dann noch 'n bisschen weniger Standing vielleicht hat oder noch jünger ist, das kann so gefährlich sein. Und ich glaube, irgendwie da in dem Zuge habe ich dann gemerkt, so, ne, und habe so 'ne ganze Anti-Haltung gegenüber dieser kompletten Branche entwickelt. Und genau, dann war es so: „Okay, was machst du stattdessen? Studierst du noch mal was oder nicht?“ Und dann kam eben der Supermarkttag, der alles änderte. Ja, also, ich finde das auch noch mal total schockierend, faszinierend, wie auch immer man das nennen möchte, was so 'n Erlebnis auch mit einem machen kann. Also, man hat eigentlich eine schöne Figur, man ist schlank und dann, bekommt man da so 'ne, ich sage mal, fast so 'ne Körperschemastörung for free.
indem einem jemand sagt oder man die Leute um sich herum sieht, die noch dünner sind und auf einmal fühlst du dich, als wärst du dick. Dann sagt dir auch noch jemand wirklich wortwörtlich, du bist zu dick und das was das mit deinem Selbstwert macht, ne? Und im schlimmsten Fall, wie du sagst, wenn du nicht diese wie soll ich sagen, den Stolz vielleicht auch besitzt oder die Selbstliebe mit dir selbst zu sagen: „Nee, also es tut mir leid, aber nee, bin ich nicht“, Mhm. dann ist das nicht für mich die Branche, sondern wie du sagst, dann gibt es bestimmt welche, die hungern sich dann so weit runter, bis dann irgendwie, jetzt sind wir wieder ein bisschen gemein, alter weißer Mann sagt, „Oh ja, jetzt hast du die richtige Figur“ und dann wiegst du irgendwie deine 42 Kilo oder was. Ähm, Und bist dauerhaft krank und, genau, kannst wahrscheinlich keine Kinder mehr kriegen und X. Also, ich glaube auch, dass da tut sich jetzt einiges in der Branche so, Gott ja, sei Dank, stimmt. so. Aber, ja, also, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich da den Absprung geschafft habe. Wer weiß, vielleicht hätte es mich auch gar nicht weiter reingerissen, aber wenn ja, wäre es auf jeden Fall nicht gut ausgegangen für Mhm. Psyche und Körper. Also, genau. Da muss man dann schon erkennen, so, das ist immer so dieses Ding, was ich mal sage, 'ne Chance erkennen, wenn sie sich bietet, aber auch erkennen, wenn sich eine Tür geschlossen hat und dann nicht mit'm Vorschlaghammer versuchen, die wieder aufzudreschen, sondern zu sagen: „Ne, okay, passt. Da gibt's noch 10 andere Türen“, so, ja. Mhm. Ja. Ja, und da haben wir gerade wieder so eine kleines Déjà-vu, oder? Also, auch Scarlett, hatte mal diesen Traum, Schauspielerin zu werden oder vielleicht mehr aus diesem Interesse an Schauspiel, an Film und Fernsehen zu machen, ähm, und ja, hat sich am Ende aber doch dagegen entschieden, ähnlich wie bei Nadine, auch wenn das bei Nadine natürlich ein viel weitreichenderer Prozess war, ein viel längerer Prozess mit Ausbildung und dem richtigen Leben sozusagen, um dann zu entscheiden, sie möchte das nicht machen. Scarlett hat diesen Entschluss, vorher gefasst, ist aber eben, wie sie ja auch gesagt hat, glücklich darüber, dass sie es ausprobiert hat, damit sie das auch, für sich abschließen konnte. Und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, das finde ich so wichtig, weil ich glaube, manchmal vergessen wir, dass wir die Lösung, die uns glücklich macht, noch nicht jetzt haben müssen und einfach auch mutig sein dürfen, Dinge auszuprobieren. Also einfach mal das zu machen, worauf du gerade Lust hast. Und das muss nicht funktionieren. Und das darf auch nicht funktionieren. Und das darfst du auch nur für 6 Monate machen oder für ein Jahr machen. Ähm, aber wie sie auch sagt, ich bin fest davon überzeugt, es lässt sich so viel schöner leben und auch besser in das nächste Kapitel starten, wenn man sich getraut hat, das ein oder andere auch einfach mal auszuprobieren, weil ansonsten wirst du immer in diesem Hamsterrad gefangen sein von: „Was wäre gewesen?“ Und deswegen finde ich sehr schön, dass sie das für sich ausprobiert hat, auch, wie gesagt, wenn, ich das auch ein bisschen hinterfragt habe damals mit dem Gewichtsverlust, und ihrem Traum und dann, ja, hat sie aber gesagt: „Okay, das ist es nicht. Was mache ich denn jetzt?“ Okay, so, aber Schauspiel ist es nicht geworden. Psychische und körperliche Belastung bleiben bei deinem jetzigen Job aber auch nicht aus. Minimal. Nimm uns doch bitte noch ein bisschen mit, vielleicht, was deine Herausforderungen sind. Vielleicht einmal ganz neutral, aber dann auch so ein bisschen, wo du vielleicht auch an deine Grenzen manchmal stößt. Gerne. Also, ich habe mir extra vorgenommen für diesen Podcast nicht zu, schwarz-weiß oder auch zu negativ zu werden, sondern wirklich beide Seiten zu beleuchten. Denn ich glaube, bei dem, was ich mache, und das würde ich jetzt mal unter dem großen Begriff selbstständig betiteln, gibt es auf der einen Seite sehr belohnende Sachen, auf der anderen Seite eben auch sehr fordernde, Momente. Und da muss man, würde ich sagen, dabei anfangen, dass man ganz klar unterscheiden muss, es gibt Leute, die mögen das und es gibt Leute, die mögen es nicht. Und ich habe halt als ein Paradebeispiel, sage ich mal immer, mich und meine Schwester. Wir sehen uns relativ ähnlich, aber wir sind relativ unterschiedlich. Sie braucht zum Beispiel ihren 9 to 5. Sie, macht den Laptop auf, sie klappt ihn zu, dann ist sie auch raus. Sie hat ihre Mhm. Ferien, niemand stört sie. Wenn sie nicht arbeitet, kann sie zum Pferd, zum Sport, macht sie, was sie will. Und, ich habe dann einen anderen Ansatz. Ich bin halt seit 8 Jahren 365 Tage im Jahr 24/7 available. Also wirklich auch 24/7, weil, wir Partner in China und Co. haben, ne? Also, das ist wirklich, Zeitzonen. genau, ich bin auch manchmal um 3 oder 4 wach für Zooms. Das ist selten, weil in der Regel kriegt man es schon so hin, dass es gerade so Alle am, wach sind. ne, so genau. Aber ab und zu, also wenn man dann wirklich jetzt USA, Europa und China hat, dann kann es halt auch Mhm. mal sein, dass irgendwer blöd aufstehen muss so. Und, genau, und da muss man einfach überlegen, ist man da der Typ für? Weil für mich ist zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt arbeite und ich sehe, draußen ist gerade tolles Wetter und ich packe es grade von der Workload her, dann gehe ich jetzt mal eine Runde laufen.
Und dann mache ich das auch einfach. Das ist dann auch okay. Und dafür setze ich mich aber eben freitags um 21 Uhr auch mal hin, wenn noch was gemacht werden muss und mache das halt. Und da muss man erst mal so überlegen, ist man dafür prinzipiell offen oder eben nicht offen? Und, beim Osmium, ist es halt auf der einen Seite die Selbstständigkeit mit der Oslery, mit meiner eigenen Firma, wofür ich meistens nur arbeiten kann, wenn, nicht die normale Arbeitszeit ist, weil dafür einfach nicht genug Zeit bleibt. Aber auch das Institut selber hat trotz allem, und das werden jetzt nicht alle gerne hören, aber immer noch Start-up-Charakter. Das ist so, jeder macht jedes, alle machen überall was und da muss man halt einfach auch häufig springen zu Zeiten, die jetzt nicht ganz normal sind. Und, über die letzten Jahre ist, glaube ich, das Hauptproblem in Anführungsstrichen bei mir geworden, dass dass ich nicht kündigen oder raus kann. Wichtiger Disclaimer, nicht nur für den Podcast, sondern auch für mich selber oder für uns. Ich will auch nicht raus. Ich liebe meinen Job. Ich brenne wirklich dafür. Ich bin einer der Menschen, ich wache morgens auf und ich freue mich, dass ich arbeiten kann. Ich mag das wirklich gerne. Ich sitze gerne am PC. Ich mache in den meisten Tagen keine Mittagspause, einfach weil ich einen guten Flow habe und ich durcharbeite. Ich mache das wirklich gerne, aber wir haben mittlerweile über 10.000 Kunden da draußen. Wir haben mittlerweile über 1.000 Partner da draußen. Wir haben Mitarbeiter, wir haben Angestellte, wir haben Leute, die uns zuarbeiten und alle diese Leute glauben an die Idee, die im Endeffekt aus 4 Hirnen kommt, eins davon meins. Und das ist extrem viel Verantwortung. Das können manche Leute, glaube ich, leichter abtun als ich. Aber für mich ist es so, dieser Markt muss funktionieren. Nicht nur, um es allen zu beweisen, die mir davon abgeraten haben und auch um mir selber zu beweisen, sondern auch, weil so viele Leute ihr Vertrauen und ihre Energie und auch ihr Geld da rein investiert haben. Und ich bin tatsächlich der Meinung, ohne mich jetzt selber als Arbeitskraft hochhalten zu wollen, aber wenn ich gehen würde, dadurch, dass ich von Anfang bis jetzt mit dabei war und so viel Wissen aufgebaut habe, wäre es wirklich dramatisch. Und ich glaube, dass egal, ob man jetzt glücklich ist oder nicht in seinem Job, das immer gut ist zu wissen, man hätte die potenzielle Reißleine. Und die habe ich nicht. So, und das ist das, wo ich manchmal sage, das wird vom Drucklevel her schwierig. Also, ich hatte durchaus auch schon so Momente, wo ich, ja, also psychische Zusammenbrüche hatte, wo ich dann wirklich geweint habe und gesagt habe: „Ich pack's nicht mehr, es ist mir zu viel.“ Mhm. die Tage, wo ich wirklich mich freue und meinen Job liebe, sind viel, viel mehr. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich kurz vor 'nem Burnout stehe, aber es ist was, was man sich einfach überlegen muss, wenn man in diese Selbstständigkeit geht oder Verantwortung übernimmt oder dann noch an so 'n Punkt kommt wie ich in 'ne leitende Position. Das bringt Stress mit sich. Und, da muss man überlegen, ob man das gut kann. So, und dieses selber einteilen, eigenes Business, das kann ich gut. Was ich zum Beispiel nach wie vor meiner Meinung nach gar nicht gut kann, ist 'ne Führungskraft sein. Ähm, also, alle meine Mitarbeiter lieben mich, sagen sie mir zumindest immer. Ich hoffe, dass das auch stimmt. Ne, aber das Problem ist, ich glaube tatsächlich, dass ich zu nett bin. Oder nein, ich weiß, dass ich zu nett bin. Also, wenn jemand auch offensichtlich was verkackt, dann werde ich nie laut oder so was, sondern dann säubern wir's zusammen und kriegen das wieder hin so, ne? Und keiner kriegt Stress. Oder häufig übernehme ich Aufgaben, die anderen zu dumm sind, einfach damit sie schneller und besser gemacht werden so. Und ich glaube, dass man als Führungskraft noch 'n Stück mehr nicht egoistisch unbedingt sein muss, aber dieses Firmenwohl an erste Stelle stellt. Und das fällt mir immer noch schwer, auch wenn wir zum Beispiel 'n Mitarbeiter haben, der ganz klar nicht die Arbeitsleistung erbringt, die er bringen sollte für sein Geld, würde ich immer versuchen, den irgendwie mitzuschleifen und streite mich dann teilweise im Namen des Mitarbeiters mit den anderen Anteilseignern, dass man den noch irgendwie behalten kann so. Und das ist so 'n Punkt, wo ich einfach merke, Führungskraft ist was ich vielleicht noch lernen kann, wofür ich aber meiner Meinung nach auch gar nicht wirklich geboren bin, so. Mhm. Und, da muss ich mich auch erst mal mit abfinden. Ich meine, ist ja am Ende auch immer 'n schmaler Grat, ne? Weil ich glaube, wenn man es gibt auch genau das Gegenteil da draußen sehr viel, wo dann immer, ich sage mal, Unternehmen, Unternehmen, Unternehmen und dann wundert man sich, warum gehen die ganzen Mitarbeiter ständig, warum ist die Fluktuation so hoch? Also, wahrscheinlich hat man immer 'n bisschen beides. Es gibt ja auch nicht ohne Grund diesen Spruch, Mitarbeitende verlassen nicht die Firma, sondern ihre Führungskräfte, Ja, ne? Und ja. ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das häufig 'n Punkt ist, wenn du dich nicht verstanden fühlst oder nicht das Gefühl hast, du wirst gesehen, dass du dann natürlich auch häufig einfach an deiner Führungskraft scheiterst und nicht per se am Job oder an deinem Unternehmen. Mhm. Und deswegen sage ich, es ist, glaube ich, auch 'n sehr schmaler Grat, ne, zu entscheiden, wer ist wirklich noch, ich sage mal, ja, fair zu bleiben, ne? Es ist ja auch am Ende auch mit den anderen Mitarbeitenden, dann kommt man wieder in so was wie
Gehaltsgefüge oder so und dann kriegen alle Oh Gott, entweder das ja. Gleiche Haben wir auch oder nichts. Stress. Genau. Ich fange schon an zu schwitzen, wenn ich nur dran denke. Ich kann es mir so gut vorstellen. Das wäre zum Beispiel auch gar nichts für mich, dann zu sagen, du kriegst die Gehaltserhöhung, du nicht. Mhm. Oder dann am Ende weiß man auch, dass man das natürlich möchte oder dass man sich das irgendwann nach einer gewissen Zeit wünscht. Dann gibt es vielleicht welche, wir sind eine Vergleichsgesellschaft, ne? Also wir gucken auch nie nach unten, wir gucken immer nach oben. Und dann hast du da den Kollegen, die Kollegin, die verdienen mehr als du. Und dann sagst du, ja, warum denn? Die macht doch nicht mehr als ich. Und dann gibt es 1000 Gründe, warum das so sein kann, warum die Person mehr verdient. Und das zu jonglieren, stelle ich mir auch wahnsinnig anspruchsvoll vor. Deswegen bin ich auch der Meinung, deswegen passt das ganz gut, man sollte wirklich auch genau gucken, will man das machen, beziehungsweise wenn man so selbstreflektiert ist wie du, wo man vielleicht sagt, hey, das ist meine Position, weil ich halt schon so lange da bin und ich halt einfach auch ich sag mal, auch man kann ja auch aus einer fachlichen Ebene diese Führungskraft sein. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Konzept, das immer populärer wird, fachliche und menschliche Führung voneinander zu trennen. Und vielleicht, gut, beim Startup-Charakter ist es natürlich ein bisschen schwer, aber vielleicht, wenn man irgendwann wächst, wäre es ja vielleicht auch für dich nochmal eine Option zu sagen, ich übernehme gern die fachliche Führung, weil ich bin hier das Hirn und ich weiß alles, aber die menschliche Führung gebe ich lieber an jemanden ab, der dafür besser geboren ist, zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, so ist es jetzt auch. Also mir wurde jetzt auch erneut die Geschäftsführung angeboten. Das war vor 2 Jahren schon mal der Fall, da habe ich schon abgelehnt und ich habe wieder abgelehnt. Wäre natürlich finanziell auch noch mal netter gewesen so, aber weil ich einfach sage, dann die Gehaltsgespräche, die damit kommen, die Kündigungsgespräche, die damit kommen und ich weiß einfach, das würde mir so viel Stress bringen für in Anführungsstrichen so wenig Geld mehr. Also wäre schon nett gewesen, aber ich weiß einfach, das würde in keinster Form mein Stresslevel ausgleichen. Mein Stresslevel ist hoch genug und deswegen ist jetzt diese ganz offizielle Personalführung liegt auch bei anderen Menschen, worüber ich sehr glücklich bin. Und es kommen zwar häufig trotzdem noch Leute zu mir und sagen so, hey, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung und dann kann ich jetzt auch mal sagen, hey, geht zur Geschäftsführung, nicht zu mir. Und wenn sie was wissen wollen, dann helfe ich aus. Also das so ungefähr, wir erreichen gerade so eine Größe bei uns, was Schönes, wo wir so verschiedene Bereiche aufsplitten können. Okay. Und da habe ich für mich den eher, wie du schon gesagt hast, eher den wissenschaftsökonomischen Bereich übernommen und weniger die Personalführung an sich quasi. Genau. Ja, das ist ein spannender Punkt, weil ich tatsächlich schon oft auch, also gerade jetzt bin ich ja auf dem Weg dieser Selbstständigkeit, aber als ich noch im Angestelltenverhältnis war, habe ich mich auch ganz oft gefragt, wo geht der Weg mal hin? Und natürlich habe mir jetzt mit Ende 20 und jetzt Anfang 30 nicht immer gedacht, oh, ich will hier der Big Boss sein. Aber ich habe ganz oft auch mit Johannes das Gespräch geführt, ich will keine Führungskraft sein, ich will keine Führungskraft sein. Und bis mir mal aufgefallen ist, bei mir ist es andersrum. Ich würde ungern die fachliche Leitung für etwas haben wollen, weil ich möchte, das klingt jetzt, ja, vielleicht ist es auch so, da verstecke ich mich lieber oder ja, ich möchte einfach nicht diese Verantwortung haben. Die Performance liegt bei mir. Also, weil dann muss ich am Ende überall gucken, wo müssen wir die ganzen Stellschrauben drehen und so. Und ich glaube, das würde mich sehr stressen. Ich glaube, dieses menschliche Jonglieren, dass wir alle vernünftig kommunizieren, dass man alle in ein Boot holt und so, das traue ich mir wiederum mehr zu. Und da vielleicht auch manchmal die Konfliktgespräche zu führen. Gut, das kommt natürlich mit Psychologiestudium, da hat man dann vielleicht auch eine gewisse Ausbildung für. Deswegen passt es also vielleicht am Ende auch wieder, dass ich sage, ja, okay, das kann ich mir vorstellen, Ja. aber bitte komm mir nicht mit, weiß ich nicht, wir brauchen 300.000 jede Woche und wenn das nicht läuft, dann musst du hier sputen und so. Das wäre einfach gar nicht meins. Da würde ich sofort vor Stress, vor Druck, weil ich kann unter Druck nicht arbeiten, dann bin ich immer so, Das vielleicht zumachen. ja. Aber ich meine, die ganz klare Lösung, wir müssen zusammen eine Firma aufmachen. Das stimmt. Finde ich sehr gut. Aber ja. Ja, wenn die Oslery irgendwann die immer so groß ist, dass du sagst, hier, da brauchen wir auch so ein Konzept, dann haust du mich nochmal an. Ja, du stehst ganz oben auf meiner Liste. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe häufiger mal Freunde, die auf mich zukommen und sagen so, hey, hattest du nicht vielleicht einen Job und so weiter. Und ich bin extrem vorsichtig, Leute anzustellen, mit denen ich schon befreundet bin. Ja, Es ist was anderes, wenn Kollegen Freunde werden. Ja. So, das ist bei fast allen so, weil wir haben ein sehr enges Verhältnis. Aber das ist so, also weiß nicht, fände ich schwierig. Ich habe eine ganz kurze Zeit, haben Colin und ich auch mal zusammengearbeitet und das war das einzige Mal, wo wir Stress hatten in unserer Beziehung. So. Also wo es einfach so ein schmaler Grat war zwischen, ich bin der Chef, was sage ich jetzt? Und er ist aber mein Freund, was sage ich nicht? Und, ne? Und so, also genau. Aber ein neues Projekt jederzeit. Das stimmt. Genau. Da kann man, das ist vielleicht auch, wie man sich dann aufteilt oder wenn man auf der Hierarchieebene am Ende auf Augenhöhe ist, ist es nochmal was das anderes. Ist auch was ne? anderes, genau. Ja, also voll. Kann ich gut nachvollziehen. Also so ging es mir auch. Ich habe ja
zum Beispiel auch Wiebke damals zu der B-Hochschule geholt und da habe ich auch so lange, also ich habe ja dann auch sehr für sie gekämpft und trotzdem habe ich aber auch ganz lange überlegt, ach, will ich das überhaupt machen, sie in mein Team holen? Also ich war ja nicht die Führungsposition dann in der Runde, aber ich habe trotzdem irgendwie Angst gehabt, dass unsere perfekte Freundschaft irgendwie darunter leiden könnte, dass wir zusammenarbeiten. Aber am Ende waren auch die Bereiche zu stark. Sie war ja Vertrieb, ich war Marketing und Die dann, waren eigentlich zu weit auseinander. ja Ne? genau, das Ja. hätte dann, also es war dann mehr so ein gemeinsames Lästern. Aber, aber Man kennt die gleichen Leute, wenn Genau. man lästern kann, aber das ist So. dann auch die Überschneidung. Richtig, Geil, das aber ist nice. aber so, dann ruft man sich über Teams an, so, aber Ja. dann hört es halt auch schon auf, weil ich niemals irgendwie in der Befugnis gewesen wäre, ihr zu sagen, was ihre Aufgaben sind oder andersrum. Ich hatte aber jetzt zum Beispiel auch den Fall, es ist auch spannend, deswegen finde ich das ein gutes Thema, gerade in Beziehungen, vielleicht auch der ein oder andere, die zuhört. Ich hatte das Thema mit Johannes jetzt nochmal. Gerade in meinem Zuge von Selbstständigkeit hatte ich dir ja auch gesagt, hier, wenn am Anfang weiß man noch nicht so richtig, wo soll das Geld herkommen und so. Und dann habe ich auch überlegt, na, Johannes erstickt ja auch an Arbeit in seinem Unternehmen. Mhm. Also bei Ostwerk, die sind zu zweit, machen sehr viel. Er ist der Geschäftsführer. Es wäre sehr, sehr leicht zu sagen, wir brauchen Freelance-Unterstützung, gerade weil ja Johannes zum Beispiel auch von Medien, Social Media und so jetzt, ich sag mal, rudimentäre Kenntnisse hat. Und da habe ich noch so gesagt, ich so, hey Leute, hey, ich habe doch Zeit, ich rock euch das so, weil ich höre mir doch eh jeden Tag an, was in der Firma losgeht. los Ich bin ist. im Thema. Und das war dann auch kurz ein bisschen komisch, weil dann hat er mit seinem Kollegen auch drüber geredet und so. Und auch wenn Johannes ja alles auf dieser Welt für mich tut, hat er dann gesagt, du, das machen wir nicht. Ich fühle mich damit einfach nicht wohl, weil ich habe einfach Angst, dass dann, wie du es auch vorhin gesagt hast, wie kommt das Außen an? Also dann hat man ein Unternehmen und dann ist aber der gleiche Haushalt und dann stecke ich auf einmal Geld auch in meinen Haushalt, auch wenn es jemand anders ist. Selbst wenn du dann am Ende marktgerechte Vergütung wählst, ne, kann das natürlich komisch ankommen. Ja, und auf der anderen Seite dann, wie gesagt, macht das was mit uns, dann ist man vielleicht doch nicht zufrieden und sagt, du, jetzt hast du eine Rechnung gestellt und ich fand, irgendwie war der Post nix oder was auch immer. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich super froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich ja auch aus so einer Angst heraus gefragt habe. Aber im ersten Moment habe ich mich auch ein bisschen vom Kopf gestoßen gefühlt, dachte so, wie, und jetzt willst du jemandem anders Geld geben, obwohl ich es genauso gut könnte oder was? Kann ich voll verstehen. Also, das ist, ich meine, du bringst auch jetzt gerade mit dieser ganzen Mediensache, du hast ja im Gegensatz zu mir was vom Studium gemerkt, bringst du sehr, sehr viel Erfahrung mit und dann hätte es eigentlich super gepasst. Aber ich muss auch sagen, aus dem kleinen Erfahrung, was ich aus diesem Bereich habe, richtige Entscheidung. Wenn du irgendwann ganz viele Arbeitgeber hast und du freelancest und dann machst du auch mal was für die Firma, alles easy. Aber dieses so, auch gerade geldtechnisch dann vielleicht von einem Arbeitgeber abhängig zu sein und das, also halte ich für schwierig. Und ich glaube, das ist dann besser, wenn man das trennt. Ja, Auf jeden Fall. deswegen. Aber ich glaube, die Herausforderung haben nicht haben nicht wenige da draußen Mhm. so. Also da vielleicht auch zu sagen, wollen wir zusammenarbeiten, wollen wir nicht zusammenarbeiten. Johannes hat auch Kollegen, von denen er mir letztens erzählt hat, wo es auch ja schwierig einfach ist, wo man dann auch irgendwann dann wieder drüber nachdenkt, ach, sollte vielleicht einer von uns mal diese Firma verlassen, weil ja, ich stelle mir Das das ist nix, ja. gerade auf unterschiedlichen Hierarchieebenen stelle ich mir das schon auch schwierig vor. Mhm. Genau, aber du hast ja Gott sei Dank jetzt im Osmond-Institut und bei deiner ganzen Arbeit Freunde auch gefunden. Das ist ja auch was dir ganz viel Joy gibt. Das sehe ich ja auch immer in deinen Stories oder wenn du mal was teilst, wenn ihr irgendwo zusammen hinfliegt, wenn ihr irgendwie zusammen irgendwo hinfahrt, die Projekte zusammen rockt. Das macht ja auch ganz viel von deiner Zufriedenheit, würde ich jetzt mal sagen, von diesem Job auch aus. Ähm, genau, vielleicht erzählst du hast ja jetzt so ein bisschen gesagt, was ist das Schöne an dieser Selbstständigkeit, also so ein bisschen Selbstständigkeit, wie es bei dir denn eben so ist, die Herausforderung, die hergeht. Vielleicht fallen dir noch ein, 2 Sachen mehr ein, wo du sagst: „Das gibt mir ganz viel Joy und das, ja, ist schon manchmal auch, Klar, ja. Also was mir total viel Joy gibt bei meinem Job, ist auf jeden Fall das Reisen. Mhm. Ganz klar, weil ich bin so ein Mensch, ich gebe eigentlich mein Geld für Reisen aus, jetzt werde ich bezahlt, um zu reisen. Ne? Mhm. Es ist schon ganz nett. Jetzt, letztes Jahr war ich mehrfach in den USA, ich war in Hongkong, ich war zweimal in Korea, ich war in Dubai zweimal, ich war in Brasilien. Also es ist so wirklich, es kommt mit sehr, sehr viel Reisen, was ich liebe. Ähm, auf der anderen Seite ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, natürlich einmal das zu jonglieren mit Haus und Hof, so, ne? Mhm. Also meinem Freund, meinem Hund, meiner Familie, meinen Freunden. Da kickt natürlich auch schon mal heftig FOMO, ne? Also wenn ich dann gerade irgendwo in Korea bin, ist zwar geil, aber wenn ich dann sehe, dass ihr hier alle auf dem CSD Party macht,
ist schwierig so, ne? Also Mhm. deswegen, das ist so eine Sache, wo ich sage, Pros and Cons. War auch für meine Gesundheit manchmal ein bisschen schwieriger so, weil natürlich viel Flugzeug, viel Zeitzonen, wenig Schlaf, viel Stress. Das darf man gar nicht unterschätzen, ne? Ne, absolut nicht. Also das Gute ist, ich bin mittlerweile einfach konstant müde, sodass ich einfach überall schlafen kann. Und ich halte mich so lang wach, wie ich wach sein muss, notfalls mit Energy Drinks. Und Mhm. dann bin ich ausgenockt. Also du könntest jetzt auch Okay. sagen, roll dich da drüben zusammen und schlaf. Und dann könnten wir die letzte Viertelstunde damit verbringen, dass wir alle beim Schlafen zugucken. Also, es wäre instant. Das machen wir also Ähm, bei OnlyFans. ge genau. Und dann wird hier unten so mein OnlyFans-Account eingeblendet, ja. Genau, also das ist so das, was so ein bisschen schwierig ist und aber auf der anderen Seite auch total schön ist. Also, insgesamt würde ich sagen, gibt es mir mehr, als dass es mir nimmt. Mhm. Auf jeden Fall, sonst würde ich es auch nicht tun. Ich hadere auch manchmal ein bisschen, weißt du, ich lebe vegetarisch, meine Mom ist eine Biologin, ich fahre ein E-Auto, ne? Ich versuche auf der einen Seite auch viel zu tun. Natürlich sind die Emissionen, selbst wenn ich die ausgleiche, schwierig so, ne? So, das ist auch was hin und wieder an mir knabbert, aber insgesamt so dieses Reisethema ist zwar stressig, aber eher schön. Und so 'n anderen Punkt, wo ich gedacht habe, den will ich einfach auch noch mal ansprechen, weil ich das in der Regel nicht kann. Also, ich bin ja häufiger mal in Interviews und auch Podcasts, aber halt immer nur fürs Business und das ist jetzt ja eher wirklich über mich. Ja. Und deswegen habe ich mir das vorgenommen, dass ich das jetzt mal anspreche, auch wenn ich das sonst nicht tue. Ähm, Das ist einfach, also, ich bin null 'ne Emanze, ja. Ich bin jetzt auch nicht so eine Person, ich gendere jetzt auch nicht in meinem eigenen Sprachgebrauch, finde es aber auch okay, wenn andere das tun. Ähm, aber es ist als junge Frau in diesem Unternehmen oder in der Unternehmerwelt so unfassbar schwer, Mhm. ähm, dass das auch da wirklich noch mit reinspielt, wo ich sage, da haben es Männer noch mal 'ne Ecke leichter, auf jeden Fall. Und da muss man als Frau auch dieses gewisse Standing nach außen haben. Und es ist eine Mischung aus Sex sells. Also, Mhm. ja, das ist auch ein Fakt so. Klar, wenn auf 'ner Messe 3 hübsche Frauen stehen, kriegt man mehr Aufmerksamkeit, als wenn nicht, sage ich mal so, ne? Und insgesamt mag ich das auch. Ich mag es auch, mich nett anzuziehen, Abendkleider, Dinner et cetera. Aber Mhm. hatte zum Beispiel damit angefangen, dass auf meinem ersten Business-Trip damals war ich 21, war in den USA und, haben wir 'nen Businesspartner getroffen, der war ungefähr 50, also doppelt so alt wie ich. Und der saß neben mir am Tisch und hat mir überm Tisch auf seinem Handy Fotos von seinen Kindern gezeigt, die so 3, 4 Jahre jünger waren als ich. Und Mhm. unterm Tisch hat er die ganze Zeit versucht, mir zwischen die Beine zu greifen, so, Mhm. ne? Und, das war so 'ne Erfahrung und ging's damals los. Und ich habe wochenlang danach bin ich noch, also, es hört sich jetzt übertrieben an, weil mehr als das ist jetzt nicht passiert, ja, aber ich bin wirklich schweißgebadet aufgewacht und hatte Panikattacken deswegen, weil ich auch so an diesem Weg war, so, der hatte gute Kontakte, der Mann, ja. Mhm. Wie weit darf ich jetzt nein sagen und mir 'ne Chance und anderen 'ne Chance verbauen, ähm, nur um mich selber zu schützen, so. Und diesen Weg, den muss man wirklich auch finden und der begegnet mir immer wieder. Je mehr Standing ich entwickle und je älter ich werde, einer der wenigen Vorteile, Mhm. ähm, desto einfacher wird's Mhm. so. Aber jetzt gerade wieder vor 3 Wochen oder sowas waren wir bei einem Event, wo ich 'nen es war für Patentanwälte und da habe ich einen Vortrag gehalten auf Englisch, war Keynote Speaker und so weiter und lief alles richtig gut. Und da waren 2 von meinen Kollegen und auch Ingo Wolf, dieser Direktor, der für mich so eine Art Mischung aus Mentor, Vater, Kumpel ist. Und, ja, und dann, habe ich das gehalten, dann kam irgendwann so auf mich zu und meinte so: „Hey, das, hast du richtig gut gemacht“, so ein älterer Herr. Und ich so: „Ja, okay, cool, danke.“ Also, war erst mal so ganz nett. Und er meinte so: „Ja, und, wie lange arbeitest du schon für deinen Mann?“ Und ich so: „Wie, was, wo?“ Und er so: „Na ja, hier für deinen Mann oder ist das nur 'n Freund?“ Und ich so: „Es ist mein Chef beziehungsweise mein Kollege, wir sind beide Anteilseigner so, aber man kann es als Frau auch schaffen, in 'ne gewisse Position zu kommen, ohne dass man dafür die Beine breit macht.“ Und die Art, wie er das einfach so wirklich hingestellt hat, er hat's nicht mal lustig gesagt. Mhm. Und auch den Humor hätte ich an der Stelle falsch gefunden, ja? Ja. Mhm. So, aber einfach so hingestellt und das begegnet mir immer wieder, dass ich, grade wenn mich Leute das erste Mal kennenlernen, schon noch denken, so an den Bereich ist man gekommen, weil man irgendwo mal als Frau die Beine breit gemacht hat. Und das ist was bei mir instant für rotes Tuch sorgt. Also, da werde ich so wütend und sauer, was dann vielleicht gar nicht die richtige Reaktion ist. Weil dann denken die Leute eher: „Oh, die hat was zu verstecken.“ Mhm. Anstatt dass ich dann einfach, was weiß ich, schnaube und mich umdrehe so, ne? Aber das ist was, das triggert mich so extrem, dass es immer noch vielen jungen Frauen, die im Business irgendwo sind, vorgeworfen wird. Und da muss man einfach auch, glaube ich, als
gerade junge Frau eben durch und so eine Mischung finden aus man zieht sich ja auch gerne schon man kriegt ja auch gerne Komplimente. Ich kriege auch gerne Komplimente von meinen Chefs, Kollegen, Partnern et cetera. Aber man muss halt so diesen schmalen Grat finden zwischen sich selber und das Produkt verkaufen, aber halt nicht zu weit, so. Mhm. Und, das ist was, was ich irgendwie einfach noch mal ansprechen wollte, was so 'n schwieriger Punkt ist, weil ich lerne so tolle Leute kennen, auch Gründer, die mit ihren Ideen Millionen gemacht haben oder Leute, die total tolle Ideen haben, wie man Gelder verwalten kann mit erneuerbaren Energien und bla. Und ich lerne also so viele tolle Menschen kennen und dann, ja, unter 100 richtig tollen Menschen sind wieder so ein 2 Fuckheads dabei, wo du einfach nur denkst: „Boah, ekelhaft." Und dann das muss man dann auch irgendwie da muss man immer noch durch als Frau. Das ist, Mhm. genau. Ich habe Was irgendwie grad meinen Faden verloren, aber das wollte ich noch mal sagen. Ganz, ganz wichtiger und auch wirklich interessanter Punkt. Das ist tatsächlich auch, wenn ich deine Arbeit mal irgendwie anderen Leuten beschrieben habe, das größte Bedenken, was viele haben. Also da kam weniger dieser Vorwurf von, oh, sie schläft sich hoch, sondern ich habe ganz häufig diese Sorge gehabt, so, oh Gott, hat die denn gar keine Angst in diesem Männerbusiness und dann verkaufst du da irgendwie Dinge in Millionenhöhe und also hast du da nicht Angst, dass die jedes Mal denken und du bist die Cherry on top? So, ne? Also ja, wir closen diesen Deal und danach geht Scarlett dann mit dir noch nach oben, dass man das von Anfang an klar machen muss, weil in manchen Kulturen, bei manchen Menschen auch, ne, ist das eben nicht so klar, glaube ich. Also das kannst du besser beantworten. Sich da auch gleich von Anfang an, das hier ist Business, ne, und no pleasure. Also das Business kann gerne Pleasure sein, so, ne, aber eben nicht diese menschliche Komponente. Hast du da irgendwie ja, vielleicht sogar Tipps für dich gefunden oder Strategien, wie du sagst: „So begegne ich, direkt diesem, wie soll ich sagen, diesem schmalen Grat?“ Ja, also, ich habe mir, glaube ich ich war schon immer recht gut darin, Menschen zu lesen. Also, ich habe 'ne gute Menschenkenntnis und ich kann dir innerhalb von 30 Sekunden sagen, wenn du mir jemand gegenüber setzt, ob der in diese Kategorie schlägt oder nicht, die Mhm. potenziell anstrengend, gefährlich, wie auch immer sein könnte so. Und, es wurde sowieso besser dadurch, dass ich älter wurde, aber in dem Augenblick, wo ich das dann schon so merke oder dann so Kommentare kommen, so nach dem Motto so also, da hat der eine dann auch mal gesagt so, der hat, keine Ahnung, von nur 100.000 gekauft, ja, also war nicht mal so 'n ist 'n mittelgroßer Kunde für uns, ja. Und dann war er so: „Ich lege noch mal 50.000 drauf, wenn du heute Abend mit mir ausgehst." So, und das ist so hätte man ja fast nett meinen können, aber Mhm. es kam so eklig rüber. Und mein Tipp ist dann eigentlich wirklich immer, sie von vorne bis hinten mit Fachwissen zu überfluten, dass sie Mhm. einfach so merken, so: „Oh, okay, krass, die ist." Die redet nur übers Thema. Genau, so die ist erstens ist sie drinnen in dem Job, weil sie weiß weil sie wirklich auch was weiß. Und zweitens, sie weicht gar nicht davon ab so. Also, das ist auf jeden Fall das eine. Und das ist jetzt auch was, was ich wirklich sehr hoch den, anderen männlichen Anteilseignern oder eben auch männlichen Führungspositionen bei uns anrechne, die alle uns gegenüber ganz klar sagen weil wir haben eine hohe Frauenrate auch, junge, hübsche Frauen, die ganz klar sagen: „Kein Kunde und kein Partner der Welt ist es wert, dass ihr euch unwohl fühlt." Also, ihr Mhm. dürft in dem Das ist Augenblick ganz klar nein sagen so. Und ich mache das jetzt seit 8 Jahren und ich hatte 7 Gelegenheiten, wo ich wirklich so, like, I had to put my foot down, also so richtig dagegen raussaugen vorgehen hättest. muss, genau. Mhm. So, also war ich auch kurz davor, einen zu scheuern so mal, ne? Mhm. Und 2, die davon richtig unschön waren, eben wie zum Beispiel das, was ich als Erstes erzählt habe. Aber in der Regel bin ich mittlerweile so weit, dass ich, wenn ich merke, das Gespräch schlägt so in diese Richtung, dass ich das so es ist schwierig zu erklären, aber so 'n bisschen aufgreife und eher in 'ne andere Richtung lenke, ne? Und, was auch hilft, ist nach wie vor, es regt mich bis heute auf, ist in der Bar genau das Gleiche, aber das, was die meisten Männer am ehesten respektieren, ist ein anderer Mann und nicht du. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe 'n Freund oder ich habe auch häufig gesagt Verlobter oder dann sage ich so: „Ja, mein Mann ist Kanadier", so, ne? Das ist, hilft auch schon häufig, ne? Und immer ärgerlich, dass Traurig, dass das notwendig genau, ist, dass so ne? 'n anderer Mann mehr respektiert wird als dein eigenes Nein, aber ja, und das ist was, das muss man eben lernen zu navigieren und da muss man sich aber, glaube ich, als Frau im Business drauf einstellen. Vielleicht auch als junger Mann durchaus auch, kann ich mir vorstellen, dass es mittlerweile so ist. Aber da sind schon diese Rollenbilder noch sehr, sehr stark verteilt und, das ist schwierig, da immer gegen anzukämpfen, aber es ist machbar. Mhm. Das ist schon mal eine schöne Botschaft, dass man da den Sweet Spot irgendwann finden kann. Besonders spannend, wo ich noch kurz darauf eingehen möchte, ist aber auch, ähm, dann die Freude also, das hast du auch ganz schön beschrieben, ähm
du ziehst dich ja gerne schön an. So, also du sagst ja auch, du genießt es auch mal so ein schönes, vielleicht auch teures Kleid zu tragen, was man sonst vielleicht nicht so tragen würde, aber für den Anlass ist es wichtig. Oder ich musste auch damals total schmunzeln, als du dein Ford damals verkaufen musstest auch Ja. ein bisschen, weil du einfach gesagt hast, du, ich bin mit dem Auto super happy gewesen, aber wenn ich damit vor die Haustüren von unseren Partnern oder von möglichen Kunden fahre, das passt halt nicht zum Image, ne? Also die denken, ich bin eine Staubsaugerverkäuferin, so, ne? Und das so ein bisschen zu verinnerlichen, finde ich sehr spannend. Und ich stelle mir das wirklich auch herausfordernd vor, in deiner Position dann zu sagen: „Du willst es ja aber auch zeigen.“ Ich meine, warum machst du, also, wenn man so einen tollen Job hat, dann will man ja auch zeigen: „Ich fliege gerade nach Hongkong. Ich trage ein tolles Kleid. Ich darf Schmuck tragen. Dafür reiße ich mir gerade den Arsch auf.“ Und da aber dann, ich meine, Menschen sind halt, wie sie sind, da kommt wahrscheinlich auch viel Neid. Wahrscheinlich macht man sich aber auch häufig zu viele Gedanken, dass andere missgünstig sein könnten, im Sinne von: „Oh Gott, wenn ich das jetzt poste, dann denken bestimmt alle wieder, ich hätte mich hochgeschlafen oder so.“ Dabei freuen sich die Leute vielleicht auch. Magst du da noch mal so ein bisschen Einblick in dein Seelenheim geben? Kannst du das guten Gewissens nach außen tragen oder beschäftigst du dich da auch zu viel damit, was andere Leute denken? Also, es hängt stark von meiner Stimmung ab, habe ich gemerkt, Mhm. weil ich liebe das, was ich tue und ich spreche wahnsinnig gern drüber. Aber wenn ich zum Beispiel in so einer Stimmung bin, das einfach gerade nicht zu tun oder mich mit den eventuellen Konsequenzen wie: „Hast du dich hochgeschlafen?“, wie auch immer, nicht auseinandersetzen will, dann und mich dann Leute einfach so fragen, so: „Was machst du?“ Da sage ich halt manchmal auch einfach nur: „Ja, Schmuck.“ So, Mhm. fertig. Und dann gehe ich gar nicht drauf ein. Und weil ich weiß, dass das, was ich mache, ist halt so besonders oder anders, dass es in der Regel schon viele Rückfragen und ein längeres Gespräch ergibt. Mhm. Und manchmal regle ich das ab und manchmal bin ich dafür offener. Wenn es jetzt so um, Social Media geht, da habe ich für mich selber tatsächlich, muss ich sagen, noch nicht meinen Sweet Spot gefunden. Mhm. Also, das zum Beispiel jetzt, als ich diese Nasen-OP hatte, sah ich halt wirklich schlimm und verprügelt aus. Mhm. Und dann meinte meine Schwester zu mir: „True, sie hat absolut recht. Willst du sowas nicht auch mal posten? Mhm. So, dass du mal so for more reality auf Instagram, weißt du, weil ich poste, ich bin Mensch, ich quäle meinen Körper ins Gym, ich esse gesund, ich mache Business und ich poste halt Bilder von mir, wie ich fit bin, lache, Dings, Bums, reise et cetera. Mhm. Aber jetzt nie so mentaler Zusammenbruch oder, ne, ich habe mein ganzes Gesicht blau oder keine Ahnung. Und das ist was, wo ich vielleicht auch noch mal wirklich überlegen muss. Ich habe meinen Account, der war früher öffentlich, jetzt ist er privat, schon umgestellt, aber mir folgen trotzdem wiederum zu viele Leute, als dass ich so was wirklich, also mentaler Zusammenbruch, wenn ich den jetzt groß auf meinem Instagram platzieren würde, wäre das, glaube ich, schlecht mit manchen Kunden und Mhm. Partnern so. Und, dann aber zum Beispiel zu sagen, man macht das so für close Freunde oder sowas, das habe ich jetzt noch nie angefangen. Vielleicht ist das mein Sweet Spot, wo ich dann aber auch denke: „Ja, denen erzähle ich's ja sowieso.“ Mhm. Also, das ist, da habe ich, muss ich sagen, da bin ich noch so 'n bisschen, tue ich mir noch so 'n bisschen schwer, richtig ehrlich nach außen zu tragen, wie es mir damit geht, welche Schwierigkeiten auch kommen durch mein Leben, durch meinen Lifestyle. Und da bin ich eher so das, was die meisten ja machen, dieses man teilt die schöne und heile Welt und geht gar nicht so genau drauf ein, wie's einem geht. Mhm. Ja, und da arbeite ich noch so 'n bisschen dran, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich da noch so 'n Schnuff ehrlicher sein kann, um eben auch den Leuten das Feedback zu geben, weil ich treffe häufig Leute, die sagen: „Oh, bei dir ist doch alles super perfekt. Du warst wieder hier, du warst da. Wie kannst du denn jetzt irgendwie mal gestresst oder genervt sein?“ Und ich denke mir so: Mhm. „Na ja.“ Du siehst 95 des Ganzen halt nicht. Genau, du siehst halt die Cherry on top. Mhm. Ja, Genau, ja. und das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt. Dafür soll ja auch der Podcast so ein bisschen sein, um auch Geschichten zu erzählen und dann auch immer im besten Fall die ganze Geschichte und eben nicht nur ein Teil davon. Deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass du das so ein bisschen teilst, dass das sowohl als auch ist. Also, es gibt Tage, an denen sagst du: „Oh, da wache ich weinend auf und sage: ‚Boah, es ist grad alles too much.‘ Aber die meisten Tage fühle ich mich gut, aber leider bleiben die Tage halt nicht aus, an denen ich mich ganz schlecht fühle. Und genauso dann mit dem Teilen auf Social Media. Ich muss auch sagen, das ist etwas, das hat mir, habe ich, glaube ich, auch so noch nie drüber gesprochen, beim VfL Wolfsburg damals richtig den Spaß genommen hat, weil ich so stolz und so glücklich war, diese Position zu haben und mit Nationalspielerinnen so close unterwegs sein zu dürfen, die kennenzulernen, mit auf Champions-League-Reisen zu Mit gehen und denen so. im Flieger zu sitzen, so, Genau, so in ja. 'nem Privatjet und mein Gott, war ich stolz und aufgeregt und natürlich machst du dann Selfies und bist so, du willst das ja der Welt zeigen, weil du einfach dich auch freust und ich habe dafür dann so v also, muss man sagen, eher dann damals aus diesen Fußballkreisen, auch von Kollegen, Kolleginnen, die dann vielleicht nicht da in der, ich sage mal, nicht meine Position hatten oder so,
Hate bekommen. Also entweder ich habe dann gehört, dass gelästert wurde, so im Sinne von, oh ja, Felix, der präsentiert das jetzt immer so nach außen und weil ich dann irgendwie mal einen Post gemacht habe, dass ich mit der Spielerin gerade irgendwie was trinke oder mal ein Selfie mit der einen oder anderen Spielerin gemacht habe. Und das habe ich bestimmt auch ein bisschen gemacht, um nach außen zu zeigen, oh, guck mal, wie toll. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Genau, weil Aber ja. wie du sagst, du identifizierst dich damit und du willst ja auch deine Freude ein bisschen teilen. Und ich muss sagen, das hat mich bis heute so sehr verletzt, dass dann quasi mein Vorgesetzter, der sehr auf meiner Seite war, also mit dem habe ich ein sehr gutes Verhältnis, mir dann gesagt hat, dass andere das sehr kritisch sehen und halt nicht gut über mich Ach, gesprochen das haben. wusste ich gar nicht, dass das richtig von oben, also ich wusste, dass du mit dem ein bisschen gestruggelt hast, aber dass da richtig von oben so eine Ansage kam Genau, quasi. also er hat mir dann nicht gesagt, du Felix, jetzt reiß Hör doch auf mal am damit, Riemen. sondern dir eher so 'n Hint gegeben, so. Genau, so dass da halt andere aus den Bereichen dann ihm das so gesagt haben und sich aufgeregt haben, ja, dann postet Felix da abends, dass er da mit der Spielerin da im Hotelzimmer einen Drink nimmt und so. Und wo ich dann immer gedacht habe, ja, aber das würde ich ja auch machen, wenn ich mit dir da sitze, mache ich einen Post, wenn ich mit Wiebke da sitze. Und warum dann nicht? Und ja, natürlich hat das vielleicht immer ein bisschen diesen Charakter von, man stellt sich ein bisschen zur Schau, so guck mal, mit wem ich hier sitzen darf. Aber das ist ja, also das ist A, ja ein bisschen auch Wertschätzung für die Person, mit der ich da gesessen habe, so. Und B, einfach auch ein bisschen Stolz und Glück, so. Und ich gebe zu, dass ich gerade, als ich am Anfang in diesen Job reingekommen bin, da habe ich es vielleicht ein bisschen exzessiv gemacht. Ich war aber auch super nervös. Ich habe ja vorher keine Erfahrung damit gemacht. Ich weiß noch, da haben mich dann das war ja auch mein schönster Moment eigentlich beim ersten Pokalsieg. Dann bin ich so auf Toilette gewesen und komme da so raus und dann kamen gleich 3 Spielerinnen auf mich zu und meinen so, Schuhe aus, Handy weg. Und ich so, was, wie, hä? Und dann haben die mich so hochgehoben und dann zusammen in den Pool geworfen. Und das war halt einer der schönsten Momente ever. Und dann geht das Adrenalin ja auch so mit dir durch, dass du dann da die ganze Zeit so rumläufst und sagst, oh mein Gott, guck dir das alles an. Und gebe ich zu, dass das ein bisschen too much war, aber dann mitzukriegen, dass es dir gefühlt keiner gönnt, das hat mich wahnsinnig verletzt. Und das hat mich danach so unsicher gemacht, dass ich so viele Stories, die ich gepostet habe, 10 Sekunden später wieder gelöscht habe, weil ich gesagt habe, oh nee, das kommt wieder blöd Ach an so, oder so. krass, so richtig so 'ne Ja. Spiral reingegangen, so das Genau. okay. Und am Ende habe ich eigentlich alles, dann habe ich das nämlich genauso gemacht wie du. Ich habe ja auch gesehen, viele Fans, also Fans, die ähm, den Spielerinnen gefolgt sind, sind dann natürlich auch mir gefolgt, weil sie mich auch mal irgendwo gesehen haben oder so. Und dann habe ich auch viel mehr Follower auf einmal gekriegt. Und dann habe ich aber irgendwann auch mein Profil wieder auf privat gemacht, weil ich auf einmal nicht wusste, wie soll ich damit umgehen und so. Also ich eine sehr ähnliche Journey. Ich habe es mittlerweile wieder auf öffentlich, weil ich ja aus dem Bereich auch raus bin. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, diesen Spaß, also bei mir, ich habe ja aus anderen Gründen den gekündigt, war ja mehr dieses auch Reisen, Deutsche Bahn jeden Tag und so. Aber ich hätte, glaube ich, länger viel mehr Spaß an dem Job gehabt, weil ich habe mich so gut mit den Spielerinnen verstanden. Ich habe mich mit dem Großteil des Trainerteams, mit den Co-Trainerinnen und so, Torwarttrainer, ich habe mich so gut mit denen verstanden. Ich habe es so gefühlt und dann, dass ich davon in gefühlt nichts teilen durfte, also dann in meinem Kopf, nur weil vielleicht, weiß ich nicht, 2 Kollegen sich beschwert haben und ich bin halt ein sehr unsicherer Typ. Das hat mir so viel Freude genommen, dass ich auch gemerkt habe, das war schon so ein Knackpunkt, wo es dann auch Runterging. bergab ging. Und das ist so eklig, weißt du, dass wir in 'ner Gesellschaft sind, die einfach dieser Neidfaktor oder nichts gönnen, dass das auch einfach, ja, immer noch so nach vorne gestellt wird, obwohl ja jeder auf 'ner ja, auf eigentlich irgendeiner Ebene weiß, so Erfolg kommt nicht einfach nur so, sondern man arbeitet dafür und jeder hat damit Schwierigkeiten. Und da ist, glaube ich, eigentlich wirklich wichtig, das ist jetzt ja auch so ein Movement, was es in den letzten Jahren gibt, zumindest auf Instagram, auf TikTok und Co. bin ich nicht unterwegs. Thank God, sonst will ich noch mehr Screentime haben. Aber dass man so ein bisschen ehrlicher auch damit umgeht, so was bedeutet es jetzt meinetwegen auch Influencer zu sein. Also, ich kenne jetzt mittlerweile so ein paar Leute, die haben so irgendwas zwischen 100.000 oder Millionen Follower persönlich. Und was die für 'n Stress haben, dann hier, da, vor, zurück. Wenn ich das sage, wenn ich hier mache, wenn ich da was gegen, keine Ahnung, Trump sage, dann kriege ich wieder hier Hate und Dings und bla. Dass man dann einfach so 'n bisschen offener damit umgeht und dann sagt: „Das und das sind die Sachen, mit denen ich struggle." Dass das vielleicht insgesamt die Szene so weit verändert, dass man sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Und ich bewundere da die Leute, die sagen: Ja, voll. „Fuck it" so. Da sind, glaube ich, weder du noch ich, aber Mhm. ich glaube, wir sind we're embarking on this learning journey together. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, da ist es noch ein Weg, aber auch da wird es die Möglichkeit geben, so 'n Sweet Spot zu finden und die Menschen, die in diesem Realm nicht umgehen können damit, die braucht man dann noch nicht. Fertig. So, Mhm. das ist jetzt, wir sind ja auch mittlerweile aus dem Alter raus, wo es darum geht, mehr Follower zu haben, sondern Ja. tatsächlich die richtigen so Mhm. und, genau.
Und am Ende möchte man ja auch, dass die, in Anführungsstrichen, die einem folgen oder die Menschen, die einfach Interesse jetzt zum Beispiel auch an meinem Podcast oder jetzt an unserem Gespräch heute oder so, man möchte ja auch, dass das Leute sind, die auch wirklich Interesse an dem wahren Du haben und nicht an dem, was wir jetzt hier vorspielen. Also, dass man Meinungen zurückhält oder sich irgendwie eine ganz andere Persönlichkeit aufbaut, damit man dann mehr Follower bekommt. Weil dann am Ende hast du die falschen Follower. Das ist ja, ich sag mal, wie mit einer Beziehung. Was sollst du denn da vorspielen? Auf lange Sicht merkt doch jede Person, wie du eigentlich bist. Und dann sei doch lieber direkt, wie du bist, weil ich auch glaube, ein Grund, warum du jetzt so erfolgreich bist in deinem Job, ist genau, weil du so bist, wie du bist. Und weil du wahrscheinlich auch, ich sag mal, genießen kannst, dass du sagst, oh, ich will jetzt aber auch reisen, ich mag mal ein schönes Kleid tragen. Du bist halt auch eine, ne, da brauchen wir ja nicht drüber reden, eine schöne junge Frau. Und Ja. ich finde es dann so schade, dass man dir deswegen wieder quasi, oder du Angst hast, dass die Leute was unterstellen. So, aber das macht nun mal einen Teil deines Erfolges aus. Aber warum solltest du dich denn dafür schämen, also oder dich dafür schlecht fühlen, anstatt zu sagen, nee, ist doch schön, dass ich diese Resonanz auf andere Menschen habe und es mir dann hilft, das Leben zu führen, was ich gerne führen möchte. Und da möchte ich irgendwie für alle diese Botschaft rausgeben, dass, ne, embrace you, also sei du, weil ich glaube, dass deine größte Superpower, die du am Ende hast, ist, du zu sein, weil dich gibt es halt nur einmal und dann wirst du genau mit den Menschen, das hast du ja vorhin auch gesagt, resonieren, die halt genau dich wollen und nicht Genau. die Fake-Kopie, die du vorgibst zu sein. Einfach ehrlich sein mit sich selber und mit anderen Leuten und dann wird sich in der Regel das finden oder das zu dir finden, wo du dann auch reinpasst, wo du dich nicht verbiegen und verstellen musst. Und genau, ob das jetzt Beziehung, Job, Freundeskreis, whatever ist, so das, aber ich glaube, das ist auch was wirklich, das kommt mit dem Alter. Es ist Ich wirklich ein finde, wir sind bisschen ja so, beide oder? so, also ich bin ja noch nicht 30, will ich nochmal hier das letzte Mal on Kamera wahrscheinlich festhalten. Ich werde auch nur 29b. Genau, 6 mal 29 werden. Genau. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich was, dieses Standing, dass man dann so irgendwann entwickelt, so, okay, that's me, take it or leave it. Das ist wichtig. Und das wird immer schwieriger für die jungen Generationen mit den ganzen Bildern, die du auf Instagram und bla und Co. aus der Welt mitbekommst. Aber das ist was, woran man aktiv arbeiten muss. Und ich glaube, das ist so eine Kernessenz des Seins, dass man sich selber findet und dann auch damit komfortabel ist, dieses Ich selbst nach außen zu tragen. Irgendwann vielleicht auch den Mut hat zu sagen, das bin ich und damit arbeite ich jetzt. Genau. Und sich nicht mehr von den Einflüssen von außen immer wieder verbiegen zu lassen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes, ja quasi auch schon fast Schlusswort. Besonders, wir sind ja wieder bei deinem Job, du hast ja nachher noch einen Termin in Abendgarderobe, da sind wir wieder. Genau. Aber was mir noch wichtig wäre, ist, ich glaube, ich durfte dich ja damals auch schon bei meiner Lehrtätigkeit an der EB-Hochschule einmal einladen für eine Online-Vorlesung. Gott, stimmt, ja. Oh Gott, ewig her, ja. Ja, und die kam damals sehr, sehr gut an. Die Leute fanden das sehr faszinierend, wer du bist, was du machst. Und ich könnte mir vorstellen, dass du eben für viele, gerade vielleicht auch für junge Frauen, auch ein Vorbild sein kannst und am Ende auch, ja, wie soll ich sagen, eine Orientierung geben kannst und mal den Einblick in etwas gibst, was so atypisch ist. So, ne? Also ich sag mal, wie du ja auch selbst gesagt hast, in deiner Position gibt es nicht so viele. Vielleicht für ein schönes Schlusswort, was möchtest du denn vielleicht Leuten noch so ein bisschen mit auf den Weg geben, die ja A, vielleicht ähnliche Herausforderungen haben wie du oder B, sich vielleicht auch versuchen, gerade in so einer Branche irgendwie auch zu beweisen? Also erstens, sollte es irgendjemand sehen und gerne mal sprechen wollen, bin ich auch wirklich jederzeit gerne bereit, das zu tun. Aber ich glaube, vom Prinzip her ist so die Quintessenz das, was wir gerade angerissen haben, dieses man selbst sein und versuchen erstmal, wie weit man damit kommt, weil in der Regel kommt man damit wesentlich weiter, als man das dachte. Und aber an den richtigen Stellen, gerade als junge Frau, Grenzen ziehen und das auch zu lernen, dass es auch okay ist, sich abzugrenzen, so. Und da muss man sich einfach überlegen, was für eine Art von Arbeitsleben, Work-Life et cetera will ich haben? Und dementsprechend wenn man dann all diese Sachen betrachtet, so: Wer bin ich? Was sind meine Fähigkeiten? Wo ziehe ich Grenzen? Und was für eine Art von Job, Mission, was auch immer, hätte ich gerne? Und sich das wirklich einfach mal, ja, vielleicht sogar richtig runterschreiben. Da bist du wahrscheinlich als Psychologe besser geeignet als ich, aber sich das einfach wirklich noch klarer vor Augen zu rufen. Weil häufig hat man eine Idee von dem, was man denkt zu wollen oder denkt zu sein. Und das ist aber gar nicht das, wenn man wirklich tief reinschaut. Und deswegen, genau, einfach so 'n Deep Dive mal in so die eigene Persönlichkeitsfindung zu machen und zu gucken. Und
ja, und dann einfach loszulegen. Was für wunderschöne Schlussworte. Ich danke dir vielmals, dass du heute einmal zu meinem Bodypump-Filming gekommen bist, um 1 Stunde zu schwitzen und ja, mit mir zusammen zu leiden. Das hat mir sehr viel bedeutet und dass du dir danach noch die Kraft nimmst, wir direkt vom Fitnessstudio hierher fahren und noch eine Episode gemeinsam aufnehmen. Ja, es hat mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe sehr, das bleibt nicht die letzte Episode mit dir bei Joghurt und Reiswein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich zurückkommen darf. Hi, ich nochmal. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat und du ein bisschen was für dich mitnehmen kannst auf ja, der Suche nach dir selbst, nach dem, was du aus deinem Leben machen möchtest. Ich finde, da war sehr viel Spannendes dabei, was Scarlett uns erzählt hat. Ich habe auch nochmal das ein oder andere für mich im Nachgang hinterfragt. Und ja, falls du überlegst, ach Mensch, irgendwie könnte ich doch da auch mal mit jemandem drüber sprechen oder ich hätte gern ein bisschen Unterstützung auf meiner Reise, dann schreib mir gerne oder ja, hinterlass einen Kommentar, dann melde ich mich bei dir. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diese Episode angehört hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich danke dir. Ciao.